Einen neuen Livestream hier heute am Samstagabend. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht und ja, es ist kein schlechter Tag, glaube ich, um über Aktien zu sprechen, so wie jeden Tag eigentlich auch. Und wir fangen auch gleich schon an, würde ich sagen. Ich habe auch schon die ersten zwei Aktien, über die wir heute sprechen werden, die wir analysieren werden, Alibaba und Baidu. Damit starten wir. Natürlich auch so ein allgemeiner Marktüberblick. Schauen wir uns alles Wichtige an. S&P 500, DAX, was macht Gold und Silber. Und natürlich primär eure Aktien, ja, also deswegen schreibt sie gerne in die Kommentare und dann schauen wir uns die gemeinsam an. Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, und damit gehen wir auch schon rein. Ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon an mit der ersten Aktie, beziehungsweise den ersten beiden Aktien. Es geht nach China. Wir schauen uns an Alibaba und Baidu. Und ja, China-Aktien, zumindest Alibaba, sieht ziemlich gut aus. Also in den letzten Wochen eine ordentliche Performance. Und was mir hier auch vom Chart gefällt, nachdem wir diese Konsolidierungsformation hier abgeschlossen haben, ja, diese 20 Wochen gleitende Durchschnittslinie gehalten haben und hier ausgebrochen sind nach oben, sehen wir dann doch schon ein relativ bullisches Verhalten. Und das erkennt man auch unter anderem daran, dass wir hier diese Gaps haben. Ja, also das ist dann schon ein Zeichen von Trendstärke, vor allem wenn wir dann so volle Kerzen haben. Aktuell schwächt sich so ein bisschen ab, zumindest bei Alibaba. Also gut möglich, dass wir hier so eine kleine Konsolidierung oder Seitwärtsphase bekommen, aber grundsätzlich sehe ich hier für den Alibaba-Chart bin ich da jetzt eigentlich recht bullish, zumindest kurzfristig. Und ja, wir schauen uns dann natürlich auch Baidu an. Alibaba, wahrscheinlich auch getrieben durch die Quartalszahlen, die ein bisschen besser waren als erwartet. Ich weiß nicht, ob es sonstige Nachrichten gab in Bezug auf Alibaba, aber grundsätzlich so von den Fundamentalkennzahlen sehen wir auch wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, Verbesserung beim Umsatzwachstum. Das ist ja das, was der Aktie gefehlt hat. Und auch das wahrscheinlich mit einer der Hauptgründe war, warum die Aktie jetzt hier in den letzten Jahren so schlecht performt hat. Aber es geht wieder bergauf. Sicherlich KI auch ein Treiber, darf man nicht unterschätzen, ja. Aber da ist es so wie mit jedem neuen Trend, muss ich schauen, was setzt sich wie durch und welche Unternehmen werden auch wirklich von KI profitieren. Sei es intern, aber sei es auch extern mit Projekten oder Produkten. Aber grundsätzlich, Alibaba finde ich relativ interessant, zumindest auch von den Fundamentalkennzahlen. Wie gesagt, wir haben die Bruttomarge, die Geschäft her, die deutlich angezogen hat. Ja, wir kamen eigentlich so von Bereichen so um die, ja, zwischen so 30 und 40%. Und jetzt sind wir noch auf dem Weg Richtung 45%. Das ist schon mal ordentlich. Also hier sehen wir einen positiven Trend und das sollte dann eigentlich sich auch in der Nettogewinnmarge zeigen. Und müssen wir mal die nächsten Quartale abwarten, aber grundsätzlich sehe ich das hier für Alibaba eigentlich recht positiv. Die Quartalszahlen jetzt, die letzten waren ja auch ein bisschen besser als erwartet, was den Gewinn angeht. Ja, und wenn wir die Thematik mit den Handelszöllen und USA, China gelöst haben, dann denke ich, sollte es allgemein auch wenige oder weniger Belastungsfaktoren geben, was den chinesischen Aktienmarkt betrifft. Ich glaube, was ich so mitbekommen habe, dass die chinesische Regierung so ein bisschen ja, den Aktienmarkt dämpfen wollte. Aber grundsätzlich ist man hier auch in China ja positiv gestimmt, aber eben auch um Gegengewicht zu geschaffen bezüglich den Immobilienwerten als Altersvorsorge. Aber grundsätzlich Alibaba hier ziemlich interessant. Die Bewertung schauen wir uns natürlich an. Das ist auch relativ wichtig. Wir sehen von dieser schlechten Phase, da war Alibaba recht günstig. Aber wenn wir jetzt wieder Umsatzwachstum haben, dann können wir natürlich auch höhere Bewertungsniveaus bekommen. Wie hoch? Ja, das hängt natürlich davon ab, wie stark das Wachstum ist. Ja, das müssen wir dann auch sehen, wie die Prognosen sind. Aber grundsätzlich hat die Aktie jetzt auch schon einiges eingepreist. Ja, also durchaus jetzt kurzfristig würde ich erstmal abwarten. Aber grundsätzlich ist es meines Erachtens hier etwas, wo man ja auch für die nahe Zukunft, also kurz- bis mittelfristig, glaube ich, da einiges mitnehmen kann. Vom KGV her sieht es anders aus, ja. Da sind wir noch bisschen, also im neutralen Bereich, um es mal so zu sagen. Also da haben wir hier noch Luft nach oben, um die Bewertung auszuweiten, ja. Und KGV ist normalerweise auch das, worauf die Börse schaut. Also tatsächlich würde ich dann auch sagen, hat Alibaba rein von der Bewertung her tatsächlich noch Luft nach oben. Genau, also von meiner Seite aus hier Alibaba vielleicht kurzfristig einen kleinen Rücksetzer abwarten. Wir sehen es ja auch in der Vergangenheit, war es ja durchaus sehr, sehr volatil. Möglich, dass es auch wieder stattfindet, dass wir hier auch noch deutliche Kursrutsche sehen können, aber grundsätzlich stimmt zumindest hier mal der Aufwärtstrend. Der ist ja das Wichtige am Ende.
So, jetzt gucken wir uns Baidu an und danach auch gleich mal die nächsten Aktien. Und Silberbereich natürlich auch sehr interessant, klar. Da wollte ich auch ein separates Video machen die Woche, welche Aktien auch so ein bisschen Nachzüglerpotenzial haben. First Majestic gucken wir uns gleich an, ja, Core Mining. Core Mining kann ich auch gleich schon mal sagen, die habe ich tatsächlich verkauft. Ich habe ein bisschen umgeschichtet in meinem Silber-Investment und Taiwan Semiconductor gucken wir uns dann vielleicht auch an. So, zuerst so Baidu auch sehr gelaufen. Ich würde mal sagen, tatsächlich habe ich den China-Sektor so ein bisschen aus den Augen verloren. Ein bisschen schade, aber gut, so ist es. Man kann halt nicht überall sein, aber auch Baidu ziemlich gut gelaufen tatsächlich. Und auch hier deutet sich so ein bisschen eine Konsolidierungsphase an, ja, dass man hier so ein bisschen, ja, nach so einem steilen Anstieg auch ein bisschen, ja, die Luft rausnehmen. Und da sind natürlich so die Marke 116, haben wir mal 120 US-Dollar wichtig. Ich würde aber auch sagen, selbst wenn wir ein bisschen tiefer fallen, bis auf $100, ist tatsächlich der Aufwärtstrend nicht gebrochen. Wir sind gerade in der Anfangsphase und Baidu hatte ja auch so ein bisschen, ja, ich sag mal schon länger ein bisschen Probleme. Man sieht es hier auch in der Performance vom Umsatzwachstum. Die Bewertung ist jetzt hier noch nicht ganz, also da ist sicherlich auch noch Luft, ja, also selbst beim KV ist da noch Luft. Und beim KGV würde ich sagen, ja, sind wir eigentlich mehr oder weniger auch neutral bewertet. Also die Aktie ist jetzt nicht günstig, aber ist auch nicht teuer. Ist so im Niemandsland, ja, also bei einem Rücksetzer kann man sie mal kaufen. Aber bei China-Aktien bin ich generell so der Meinung, dass man hier auch generell aktiver dabei sein muss, ja, auch aktiver verfolgen, auch mal Gewinne mitnehmen, was eben eine sehr, sehr volatile Geschichte ist. Klar gibt es einige Aktien, ein paar Aktien, die auch Dauerläufer sind, ja, also so eine Xiaomi zum Beispiel gut gelaufen. Eine Futu Holdings fällt mir da auch ein, die ziemlich gut gelaufen ist. Aber grundsätzlich sollte man bei China-Aktien auch mal tendenziell früher Gewinne mitnehmen als jetzt anderen Aktien. So, damit zu dem Thema China würde ich mal sagen, springen wir mal auf das Thema Rohstoffe. Dann gehen wir dann mal auf Silber. Wir gucken uns zuerst mal natürlich den Silberpreis an. Und da sehen wir natürlich eine ordentliche Performance. Also das, ja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich habe Anfang des Jahres habe ich Videos gemacht, so nach dem Motto, kann Silber auf $50 gehen in 2025 und tatsächlich sieht es so aus, als würden wir das auch erreichen. Und ja, bei $50 ist so die Marke, die jeder wirklich im Blick haben sollte, weil gerade wenn man so eine Fahnenstange hier im Chart hat, ist die Wahrscheinlichkeit halt auch groß, dass man mal einen größeren Rücksetzer sieht, so 10-20%. Und das würde natürlich auch dementsprechend auf die einzelnen Silberaktien durchschlagen. Ja, aber grundsätzlich würde es mich nicht wundern, wenn wir jetzt in den nächsten 1-2 Wochen auch die $50 sehen können. Und was natürlich ganz krass wäre, was ich jetzt allerdings nicht unbedingt erwarte, ist, dass wir jetzt hier über diese $50-Marke hinauspreschen. Jetzt im ersten Versuch. Aber das wäre natürlich schon sehr, sehr krass bullish. Und da würde ich tatsächlich auch wäre ich dann mit Kurszielen vorsichtig, weil dann kann es auch relativ noch deutlich weiter nach oben gehen. Wir sehen ja auch die Bewegungen hier. Bei Silber sind im Vergleich dazu sind wir ja jetzt, also im Vergleich zu solchen Bewegungen sind wir jetzt hier ungefähr vielleicht bei der Hälfte oder gerade einmal am Anfang. Also wenn wir die $50 da wirklich knacken sollten, dann kann es nochmal einen ordentlichen Schub nach oben geben. Ja, da kann wirklich so ein bisschen der Deckel wegfliegen. Und dann müssen wir mal schauen, wo es hingeht. Also dann ist, glaube ich, nichts unrealistisch. Ja, dann kann man vielleicht sogar über $100 spekulieren in 2026. Aber müssen wir mal sehen, wenn es soweit ist. Aber aktuell würde ich mal so auf die $50 schielen. Ist eine wichtige Marke. Die Silberminen-Aktien laufen natürlich auch entsprechend gut und gerade auch First Majestic hier schön über diesen Widerstand, über diese Widerstandszone bei $9, $10 ausgebrochen, entsprechend auch explosiv. Ja, ist definitiv, wenn Silber weiter steigt, sollten wir hier auch bei First Majestic noch weiter Luft nach oben sehen, 14%. Die Frage ist dann natürlich auch, wie weit korrigieren die Silberminen-Aktien tatsächlich. Kann es auch gut sein, dass die sich noch relativ eher in einer Seitwärtsphase bewegen, ja, dass wir eben so eine Seitwärtskorrektur sehen, wenn Silber korrigieren sollte und nicht so eine scharfe Korrektur wie vielleicht beim Silberpreis dann. Das ist natürlich alles sehr spekulativ, aber das sind so die Szenarien, die man im Hinterkopf behalten muss. Und warum könnten die Aktien so performen? Ja, das ist aber nur, weil sich jetzt die hohen Silberpreise schlussendlich in den Geschäftszahlen widerspiegeln sollten, beziehungsweise das tun sie ja auch schon. Und wir sehen ja auch hier bei First Majestic, hier die Bruttomarge ist schon angezogen. Ein kleiner Knick jetzt im letzten Quartal, ja, aber grundsätzlich der hohe Silberpreis sollte auch hier die Bruttomarge weiter nach oben treiben.
Gleiches Spiel bei der Nettogewinnmarge. Natürlich First Majestic war es in den letzten Jahren eigentlich nicht so die Vorzeigeaktie, was Profitabilität anging. Das sehen wir jetzt hier am Chart, ja, doch auch teils negativ, was das anging. Aber grundsätzlich ist jetzt auch hier an First Majestic auch mal endlich die Kurve gekriegt. Man schreibt auch freie Cashflows, das ist natürlich auch wichtig. Und natürlich ist das die Frage, inwieweit ist die Bewertung schon weit ausgeufert. Und tatsächlich würde ich sagen, ist es noch gar nicht mal so hoch, obwohl die Aktien ja schon ziemlich gut gelaufen sind. Wir haben jetzt hier bei First Majestic ein KV von 7. Das ist, wenn wir jetzt mal die Historie anschauen, dann sehen wir in so Hypephasen bei Silber durchaus auch KUVs bis 10. Und das KUV kommt ja dann auch runter, weil eben mehr Umsatz gemacht wird bei einem gleichen Output an Silberunzen, ja, weil der Preis natürlich höher wird. Das drückt natürlich das KUV bei den nächsten Quartalszahlen auch nochmal. Also dieses Potenzial, was wir jetzt, wenn wir mal annehmen, ja, bis zu einem KUV von 7 hätten wir 55%, dann kann das durchaus mehr sein, weil wir eben diese Reduktion im KUV sehen durch die Quartalszahlen, durch den gesteigerten Umsatz, durch das Umsatzwachstum. Ja, also durchaus könnten wir dann auch Potenzial noch in der Aktie haben von über 50%. Zumindest auf die nächsten 12 Monate sicherlich. Ich bin da recht bullish, was die Aktien angeht. Die Analysten, die sind nur ein bisschen langsam, ja, die haben die Kursziele noch nicht angepasst. Ich glaube, das kommt aber spätestens mit den nächsten Quartalszahlen, weil die, glaube ich, werden auch wieder sehr, sehr gut. Die waren ja auch hier schon sehr, sehr gut. Hier sehen wir es beim Gewinn 55% übertroffen, die Analystenschätzungen. Ja, die Analysten hinken halt immer so ein bisschen hinterher. Und grundsätzlich ja auch First Majestic, wie gesagt, ist eine Aktie, die man im Depot haben kann, die sicherlich noch Luft hat. First Majestic habe ich nicht gekauft. Ich habe Pan American gekauft und was war Silvercorp? Aber das schauen wir uns dann in einem anderen Video an. Ganz normal auf dem auf dem Kanal. So, dann gucken wir uns mal Curve Mining an. Curve Mining, ja, ist super gut gelaufen tatsächlich. Auch hier entsprechend Bewertungsausweitung sehen wir ja schon ordentlich. Ja, ein bisschen eine höhere Bewertung vom KUV, ein KUV von 8. Auch hier können wir natürlich in KUV-Regionen von 10V dringen, aber hier ist schon einiges eingepreist, definitiv. Die Aktie ist auch schon wirklich gut gelaufen. Und wo habe ich verkauft? Ich habe hier ungefähr bei dem Widerstand verkauft. Habe ich auch nicht ahnen können, dass die Aktie jetzt weiter durchbricht. Dementsprechend, ja gut, bin ich aber auch nicht traurig, weil ich eben Pan American gekauft habe und Silvercorp, weil die dann doch tendenziell noch in der Bewertung ein bisschen hinterherhinken. Gucken wir uns auch gleich an, aber Curve Mining natürlich top für das letzte Quartal hier. Super Cashflow, muss man sagen. Bruttomarge auch ordentlich ausgeweitet, über 30%. Die dürften dann natürlich weiter steigen bei den anhaltend hohen Silberpreisen. Und natürlich auch hier Nettogewinnmarge, die jetzt auch entsprechend im positiven Bereich ist und die auch ausweiten sollte, was natürlich dann das KGV drücken wird. Ja. Das KGV ist natürlich jetzt relativ hoch, weil wir natürlich verhältnismäßig gesehen noch geringere Gewinne schreiben. Und deswegen gucke ich jetzt auch nur das KOV an, weil man das ein bisschen unverwässert, sage ich mal, besser vergleichen kann einfach. Und da sehen wir auch schon Curve Mining. Wie gesagt, hat schon eine höhere Bewertungsniveaus erreicht als jetzt zum Beispiel eine First Majestic, die wir ja gerade gesehen haben. Und deswegen glaube ich, dass bei Curve Mining eventuell nicht mehr ganz so viel zu holen ist, beziehungsweise dass die Aktie ein bisschen underperformen wird und dass andere Aktien eventuell dann besser performen könnten. Eben zum Beispiel eine Pan American, die ich gekauft habe, aus dem einen Grund, weil ich hier eben sehe einen KV von 4, ja, da haben wir noch deutlich Luft nach oben, KV von 10, aber mehr als 100%. Aber auch hier, um diese Spitze zu erreichen, sind es auch nochmal 50% knapp. Also auch hier, denke ich, hat die Aktie so ein bisschen Nachholpotenzial. Und der zweite Grund, warum ich Pan American gekauft habe, ist eben diese charttechnische Situation, dass wir so einen Widerstand haben. Und wenn ein Widerstand in dem Umfeld gebrochen wird, dann kann es normal so so Kaufeinreize triggern. Ja, dann sind auch viele Algorithmen dahinter, die, und dann könnte eben Pan American auch so eine ordentliche Performance und den Markt outperformen und besser laufen als andere Silberaktien. Deswegen habe ich die Aktie gekauft. Bewegt sich ziemlich gut und ich hoffe, dass Silber natürlich auch nächste Woche ziemlich gut performen wird. Ansonsten Silvercorp können wir genau das gleiche Spiel sehen, ja. Die habe ich jetzt auch gekauft gehabt. Da waren sie, glaube ich, weiß nicht, ob es hier war oder schon am Montag oder so. Ich glaube am Montag. Aber nichtsdestotrotz, das Ähnliche erhoffe ich mir quasi für Pan American, ja, dass wir so diesen Widerstand haben und wenn er gebrochen wird, dass wir so eine explosive Reaktion nach oben sehen. Das ist tatsächlich, sieht man das öfters bei so Aktien. Gerade auch wenn diese Widerstandszone auch
sag mal, über einen längeren Zeitraum sich gebildet hat, dann ist der Ausbruch umso stärker. Deswegen habe ich Silvercorp Metals gekauft. Also ja, so eine Mischung aus relativ günstige Bewertung. Auch hier haben wir ein KOV von 4, was ja verhältnismäßig gesehen im Vergleich zu First Majestic jetzt nicht ganz so hoch ist. Also allein da hat man schon ein bisschen Bewertungsnachholbedarf. Und ja, grundsätzlich zu den Allzeithochs und KOV von 10 oder so haben wir noch deutlich mehr Luft. Also da hoffe ich mir ziemlich viel, bin gespannt. Hoffe, dass es aufgeht und ja, das ist so meine Strategie im Silbersektor aktuell. Andere Sektoren laufen ja auch ziemlich gut. Taiwan Semiconductor, der Halbleitersektor, auch top. Da habe ich ja jetzt heute das Video rausgebracht. Da habe ich ja, wie heißt er, Ambarella gekauft. Die machen so spezielle KI-Vision-Chips. Da gucken wir uns jetzt mal Taiwan Semiconductor an. Taiwan. Genau. Und Taiwan Semiconductor ist halt eben der Hauptproduzent, was Chips angeht, ja. Und Taiwan Semiconductor kommt man eigentlich nicht rum. Und wenn man jetzt nicht gerade auf die KI-Chip-Designer setzen möchte, wie eine Nvidia halt auch ist oder eine AMD, sondern eben den Pure Play in Sachen Produktion, wo am Ende alle drauf zurückgreifen, dann ist Taiwan Semiconductor sicherlich eine Aktie, die man auch definitiv haben muss. Und wir sehen es ja auch im Wachstum. Nach einem kleinen Knick hier, 2024 sehen wir einen deutlichen Sprung wieder. Ja, die alten Wachstumsniveaus, die erreicht werden, 30% Umsatzwachstum. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, vor allem für ein Unternehmen in der Bewertungsliga. Ja, wir haben jetzt auch hier eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar, also auf Englisch Trillion, Deutsch Billionen, ja. Und das ist schon wirklich außergewöhnlich und auch wenn man so McKinsey-Studien sieht, ja, dann sollte dieses Wachstum auch weiterhin so hoch anhalten tatsächlich und dementsprechend wird die Aktie auch weiterhin ihren so steilen Aufwärtstrend auch entsprechend fortsetzen. Und tatsächlich kann man so eine Aktie, ist immer schwierig reinzukommen, ja, und da kann man, würde ich auch immer sagen, ist klar keine Anlageberatung, aber ja, vielleicht kurzfristig jetzt nicht unbedingt, beziehungsweise wenn die Aktie vielleicht noch ein bisschen günstiger kommt, aber dann sukzessive, dass man halt eben, wenn die Aktie vielleicht doch mal einen größeren Rücksetzer macht, dass man dann auch noch nachkaufen kann. Und wie gesagt, wenn man Geduld mitbringt, und bei Börse ist ja das Wichtigste eigentlich, dass man Geduld mitbringt, weil die für Aktien, wenn man gute Aktien hat, die richtigen Aktien hat, dann zahlt sich das durch den Zinseszinseffekt halt eben auch erst dann über die Laufzeit aus, also über 10, 20 Jahre. Und dann ist es egal, ob man jetzt kauft oder in 2 Wochen, weil das kleine Gap, das macht es dann am Ende nicht aus, um es mal so zu sagen. Genau, jetzt gucken wir uns mal die Bewertung an. Klar, die Aktie ist wieder ausgebrochen, ist auch ganz gut gelaufen. Wir sind jetzt in den hohen Bewertungsniveaus. Klar, die Aktie ist nicht günstig, aber sie performt halt auch. Und das ist halt eben das, wenn eben dieses Umsatzwachstum da ist und dann die Bewertung entsprechend höher. Ich würde die Aktie jetzt auch nicht als günstig betiteln, definitiv nicht. Sie ist aber auch nicht schreiend teuer. Also da gibt es andere Aktien, die viel, viel teurer sind und da ist meines Erachtens eine Taiwan Semiconductor bei einem KGV von 31 immer noch recht fair bewertet. Und wenn wir uns mal so das Nettogewinnmarge anschauen, ja, ein grober Trend. Die letzten Jahre leider nicht mehr Daten zur Verfügung, aber wir sehen auch hier diesen Aufwärtstrend. Das ist ja auch das, was wir grundsätzlich sehen wollen, dass wir hier aber auch bei den Fundamentalkennzahlen bestmöglich natürlich auch bei der Bruttomarge. Aber das ist eher so, ja, gerade bei größeren Unternehmen ist die meist stabil. Aber wir wollen gesteigerte Profitabilität sehen und auch gesteigerte freie Cashflows. Und das haben wir eben hier gegeben. Also von meines Erachtens eine Top-Aktie, die man eigentlich, ja, vor allem als defensivere Aktie in dem Bereich definitiv eigentlich haben sollte. Ich habe sie leider nicht, weil, klar, ich habe sie auch bei mir auf der Watchlist, aber ich habe so eben noch so einen langen Anlagehorizont, dass ich mir jetzt sage, okay, ich positioniere mich jetzt in eher spekulativere Bereiche, ja, Drohnen, KI, Anwenderaktien mit deutlich kleineren Marktkapitalisierungen, wo eben noch ein größerer Hebel drauf ist, die sich auch mal verzehnfachen können. Ja, das auch hoffe ich mir so ein bisschen. Und deswegen habe ich Taiwan Semiconductor und solche großen Aktien erstmal so ein bisschen beiseite gelegt. So, gucken wir uns mal den Bitmine Immersion. Okay, kenne ich nicht. Klingt so ein bisschen nach Krypto. Krypto kann ich auch gleich was dazu sagen. Über Bitcoin, das ist nicht gut. Cipher kenne ich auch nicht. Gucken wir uns auch gleich an. Cool.
Und Cadence heißen sie eigentlich. Gucken wir es auch an. Ja, Hello Again, was sagst du zu dem Stellenabbau von 250 Personen von Fiverr und die Umstellung auf ein KI-orientiertes Unternehmen? Gute Frage. Grundsätzlich, wenn man 250 Stellen abbaut, ist es ja grundsätzlich jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja, zumindest kommt es nicht schlecht an der Börse an, weil es die Profitabilität fördert. Beziehungsweise einfach die Kosten reduziert und normalerweise wird das von der Börse dann auch ganz gut oder gut aufgefasst. Und ich glaube, auch Fiverr hat jetzt nicht unbedingt die Probleme, dass man jetzt hier bankrupt, also insolvent geht. Ja, wir sehen auch hier, man ist so langsam in der Gewinnzone. Es dauert sicherlich noch, aber Fiverr ist jetzt gerade so eine Aktie, die man jetzt man Angst haben muss, dass sie auf Null geht. Aber es dauert sicherlich und KI ist immer gut und gerade auch bei Fiverr. Fiverr ist halt eine Plattform, ich weiß nicht genau, inwieweit sich KI in Richtung Fiverr in Richtung KI entwickeln möchte, aber solange sie diese Plattform haben mit Freelancer, glaube ich, ist es halt eben das Geschäftsmodell, was man in der Zukunft brauchen wird, weil eben KI viele Jobs eliminieren wird. Und guckt euch da gerne mal Interviews an von den ganzen Tech-Koryphäen, ja, die an KI forschen. Mo Gawdat zum Beispiel oder der Godfather of AI, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Und die sagen alle, KI wird viele Jobs kaputt machen, aber es wird dann immer mehr auch so Freelancer geben und da wird es dann natürlich dann Fiverr eben die Aktie und ich traue der Aktie dann auch, wenn das so ein bisschen in die Medien kommt und wenn da Momentum reinkommt, dann traue ich der Aktie auch wieder sowas zu. Aber das kann noch viele, viele Jahre dauern, also da muss man sicherlich Geduld mitbringen. Und so viel mal zu Fiverr, das wollte ich nur an der Stelle kurz sagen, was mich auch, weil ich es auch im Depot habe und schon seit der geraumen Zeit. Warum ausgerechnet Umbrella? Umbrella, super Quartalszahlen und ich setze mehr auf so, ja, Pure Plays, also nein, nicht Pure Plays, aber halt so Nischenplayer. Und das habe ich bei Bloomberg gesehen in einem Interview, dass es immer mehr spezialisierte Chips geben wird, die eben in ihrem Bereich Top-Performance generieren können. Und Umbrella ist da eben so ein Chip-Hersteller davon. Und die letzten Quartalszahlen, die waren halt einfach top, ja, beim Gewinn. Also hat man hier deutlich übertroffen. Umsatz auch besser als erwartet. Kleineres Unternehmen, sicherlich auch ein bisschen spekulativ, aber ich finde die Story interessant. Und deswegen habe ich da Umbrella mal ein bisschen ins Depot mit reingemischt. So, kommen wir mal zu den Aktien, die wir noch in der Liste haben. Bitte mal in Emergence. Okay. Krasser Chart, also das ist also eine Aktie, die dann auch, also daran erkennt man Aktien, die sehr illiquide gehandelt werden, wo es nicht so viele handelbar gibt. Oder vielleicht habe ich auch eine Börse erwischt, die ist. Nee, das ist okay. Nee, wie gesagt, also was machen die? It's a blockchain technology company which engages in industrial scale digital asset mining. Okay, also auch ein Miner. Da würde ich sagen, korreliert die Aktie sicherlich mit dem Bitcoin-Preis und tatsächlich glaube ich, also Bitcoin sieht aktuell eben auch nicht so gut aus. Weshalb ich auch glaube, oder generell die Finger weglassen würde aktuell bei solchen Aktien wie jetzt, die halt eben mit Bitcoin korrelieren könnten. Und gucken wir uns auch gleich mal Bitcoin an, weil es eben ausschlaggebend dafür ist, weil wie die Aktien performen, sei es eine Bitmain wahrscheinlich, ja, dadurch, dass der Chart hier so ein bisschen nicht aussagekräftig ist, um es mal so zu sagen, ist es schwierig zu sagen, ob die Aktie auch wirklich damit korreliert. Aber grundsätzlich, wenn der Bitcoin natürlich abschmiert, dann könnte es ungemütlich werden. Und ich bin tatsächlich rausgegangen, am 24. hier bin ich raus und einfach gefällt mir der Chart nicht. Und ich habe es mir mal eingezeichnet im RSI. Also ich bin ja schon bei Bitcoin seit hier dabei, das aktiv. Und mir gefällt das ja nicht. Ihr seht es auch schon, diese abflachende Kurve. Das ist kein Zeichen von Stärke. Das ist nicht das, was wir bei den früheren Bullruns gesehen haben. Da haben wir eine Beschleunigung im Aufwärtstrend gesehen. Und hier sehen wir eigentlich eher eine Abschwächung des Trends. Und deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt hier so langsam, auch weil es zeitlich, zumindest wenn man die letzten Zyklen heranzieht, auch ja, die Zeit reif ist, dass der Bullenmarkt beendet ist. Und tatsächlich auf dem aktuellen Niveau würde ich sagen, ist der Bullenmarkt Stand heute, würde ich sagen, beendet. Und deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Also ich habe meine ganzen Bitcoin-Investments und Krypto-Assets verkauft hier am 24.
Ja, und habe das in Aktien gesteckt. Wir sehen auch hier, das ist auch das, was mir nicht gefällt, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, immer mal wieder ja diese bärischen Divergenzen nennt man das, wenn der RSI, wenn der Indikator quasi tiefere Tiefs macht, aber der Kurs noch steigt. Und das gleiche sehen wir jetzt hier, ja, wir haben diese Abwärtstrendlinie im Indikator, wir haben diese wichtige, also man kann ja auch Charttechnik hier drauf anwenden, über diesem Boden hier beim RSI. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt quasi hier diesen Abwärtstrend brechen und dann ist der Bullenmarkt quasi dann vorbei. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn wir Bitcoin auch dann wieder bei 60.000 Dollar sehen. Da wird es dann auch wieder interessant, ja, also da gucke ich mir den Chart dann auch wieder an. Aber auf dem aktuellen Niveau würde ich sagen, brechen wir hier durch. Vor allem, wenn wir jetzt nicht bald hier entweder diese Unterstützungszone halten oder diesen 50 Wochen gleitenden Durchschnitt. Ja, also wenn wir 90.000 Dollar bei Bitcoin sehen, dann ist es, glaube ich, erstmal gegessen, das Thema an der Stelle, würde ich sagen. So, dann kommen wir mal zu Cypher Mining. Ist wahrscheinlich genau die gleiche Geschichte. Bei den Aktien kann es auch durchaus mal sein, gerade auch bei den Mining-Aktien, glaube ich auch, dass die so ein bisschen zeitverzögert laufen. Ja? Also, dass sie noch am Anfang ein bisschen schlechter laufen als der Bitcoin, aber dann am Ende auch besser als der Bitcoin. Und wenn ich mir hier die Kerze anschaue, die Wochenkerze, dann ist es schon mal ein bärisches Signal. Also wir haben die Kerze hier im Minus geschlossen, also am Rot und mit dem Docht nach oben. Das heißt, wir haben hier starkes Verkaufsinteresse reinbekommen, einen starken Verkaufsdruck. Und ja, und auch mit diesem Gap nach unten, diesem starken Abwärtsmomentum. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir hier diese Marke, also beziehungsweise den 20-Tages-gleitenden Durchschnitt halten. Klar, der Aufwärtstrend ist quasi noch intakt, selbst wenn wir hier die 50-Tages-Linie berühren. Und wenn wir die brechen sollten, dann bricht eben dieser ganze Aufwärtstrend im Wochenchart und dann dann werden auch Kurse wieder um die 5 US-Dollar relevant. Können wir uns mal ganz kurz auch die Bewertung anschauen bei den Aktien, aber das ist dann im Grunde auch zweitrangig, weil eben die Aktien dann auch primär vom Bitcoin abhängig sind. Genau. Bewertung auch entsprechend auch hoch, ja, ein Kauf von 27, in der Historie auch schon deutlich erhöht. Also hier wäre ich sehr, sehr vorsichtig, eben aus genannten Gründen, was den Bitcoin angeht. So, dann gucken wir uns Cadence ein und Cadence an, würde ich sagen. Cadence. Hatte ich mal im Depot, kurzzeitig, habe sie dann aber auf, weil ich was anderes Spannendes gefunden habe, wo ich mir mehr Rendite erhofft habe und tatsächlich bin ich da auch relativ froh rum. Ja, die Aktie bewegt sich so ein bisschen, ja, seitwärts, ein bisschen langweilig, kann man fast schon sagen. Was die Bewertung angeht, ist man sicherlich auch am oberen Ende, ja. Ein KV von 19 ist schon ordentlich. Grundsätzlich ist es aber auch eine Aktie, die auch ja in den nächsten Jahren sicherlich auch performen wird. Ja, es ist natürlich auch eine Aktie, die aus dem Halbleiterbereich nicht wegzudenken ist, definitiv nicht. Aber zumindest kurzfristig gefallen mir da, also zumindest der Chart zeigt nicht unbedingt Stärke. Was mir auch nicht gefällt, ist hier die Bruttomarge, die Nettogewinnmarge, die hier schon seit einigen Quartalen einen Abwärtstrend hat. Also das ist das, was man eigentlich nicht sehen möchte. Und deswegen glaube ich auch, dass die Aktie das entsprechend auch einpreist und hier tendenziell ein bisschen schlechter performen wird als manche andere Aktie. Und da wäre ich tatsächlich auch ein bisschen eher dafür, die Aktie vielleicht auf die Watchlist zu packen und bei größeren Rücksetzern, ja, wenn man noch wieder in diese untere Range hier zurückfallen sollten, also hier unter die 320 Dollar, dann kann man mal die Aktie so im Bereich von 300 Dollar sicherlich aufpicken, weil ich glaube, auch hier wird sich dieser Aufwärtstrend mehr oder weniger fortsetzen. Klar, unter volatilen Phasen, aber grundsätzlich, wenn man da Geduld mitbringt, über die nächsten, in 5 Jahren wird die Aktie sicherlich deutlich höher stehen als auf dem aktuellen Niveau. So, dann können wir ganz kurz auch mal angucken, was so die Analysten sagen. Boah, minus 200 Dollar, sagt einer. Im Durchschnitt 7% höher. Und ja, wie gesagt, ich stimme da überall mit den Analysten tatsächlich. Also ich sehe bei der Aktie jetzt nicht unbedingt so viel Luft. Es sei denn, die nächsten Quartalszahlen deuten eher auf eine deutlichere Wende, einen deutlich besseren Ausblick. KGV ist auch extrem hoch. Das ist ja auch das, eben weil die Profitabilität schlechter geworden ist. Ja, da kann die Aktie auch seitwärts laufen. Aber wenn der Gewinn niedriger wird, dann steigt eben das KGV und das ist dann halt schon jetzt auf wirklich sehr, sehr hohem Niveau im KGV 100. Und da kann auch, ja, Umsatzwachstum reißt es dann nicht raus von 13%. So, dann würde ich sagen, haben wir Cadence abgehakt. Dann gucken wir uns Surf Robotics an.
Und bei Robotics möchte ich ganz am Anfang sagen, positioniert euch, weil ich glaube, das Jahr 2026 wird ein Robotik-Aktienjahr. Und jetzt kann man da noch einige Aktien ganz günstig einsammeln, beziehungsweise einige sind auch schon ganz gut gelaufen, also Robotik. Danach gucken wir uns Illumina an. Bin ich mal gespannt, wie die Aktie, die habe ich ja auch auf der Watchlist, finde ich auch super spannend. Und ja, gerne. Freut mich, wenn es euch gefällt. An der Stelle in eigener Sache, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Das hilft dem Algorithmus, ja, dass mehr Leute die Videos vorgeschlagen bekommen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal Surf Robotics an. So, Surf Robotics habe ich gekauft, mehr oder weniger hier auf dem Niveau. Wenn ich mir das so aktuell so anschaue, ja, krass, okay, warum hat die Aktie? Da muss es irgendwelche Nachrichten gegeben haben, wahrscheinlich. Grundsätzlich finde ich Surf Robotics interessant, weil sie eben diese fahrbaren Lieferroboter haben, die ja auch in einigen Städten schon aktiv oder in ein paar Städten aktiv eingesetzt werden. Es sollen weitere Städte dazukommen. Und das ist, glaube ich, so das erste Feld, wo wir Robotik tatsächlich im Alltag sehen werden. Also nicht humanoide Roboter, sondern eben halt diese Lieferroboter. Man sieht es ja schon, autonome Fahren, ja, das ist genau das gleiche. Roboter, die von einem Ort zum anderen fahren und halt Pizza und Essen ausliefern. Und da ist tatsächlich Surf Robotics einer der größeren Player, beziehungsweise einer der Player, die eben schon wohl etabliert sind. Und da würde ich halt auch sagen, sind solche Rücksetzer, klar ist es volatil, ihr seht es hier, ist immer mal möglich, dass die Aktie auch noch deutliche Rücksetzer sehen kann, ja, durch schlechte Nachrichten. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein spekulatives Investment, ja, wir haben es auch hier, knapp 700 Millionen Euro Marktkapitalisierung bei so gut wie keinen Umsatz. Also ihr seht schon, ist natürlich sehr viel Zukunftsfantasie drin und deswegen ist die Aktie auch so empfindlich, was schlechte Nachrichten angeht. Das heißt, auch hier ist durchaus möglich, dass die Aktie sich um 50, also sich halbiert, um 50% fällt und dass wir wieder hier in diesem Bereich um die $6 kommen. Da wäre ich jetzt tatsächlich, zumindest wenn man jetzt einsteigen möchte, kurzfristig definitiv vorsichtig, ja. Vor allem, wenn man so eine heftige Reaktion sieht und dass die Aktie quasi die sämtlichen Widerstände oder Unterstützungen hier pulverisiert im Grunde. Ja, das zeigt nicht von Stärke im Grunde. Ein Zeichen dafür, dass wir eventuell hier wieder einen Abwärtstrend ähnlich wie hier etablieren und dass wir deutlich tiefere Kurse sehen werden. Also hier am Anfang erstmal vorsichtig und ja, sollte sich was anderes ergeben, dann werde ich euch informieren an der Stelle. Aber hier auf dem Markt wäre ich grundsätzlich da ein bisschen vorsichtiger. Analysten sehen es zumindest sehr, sehr bullisch. Das ist schon mal ein positiver Faktor. Ja, dass man quasi nicht alleine steht in seiner Meinung, ja, und eine professionelle Unterstützung habe. Also ich glaube, ja, wie gesagt, also das Thema Robotik ist ja noch ganz, ganz am Anfang und man muss immer so vergleichen mit anderen Hypes, ja. Wir sehen bei der Börse ja immer, wow, irgendeine neue Technologie, die ist ja ganz toll und da kann man super viel Geld mit verdienen in vielen, vielen Jahren. Hoffentlich irgendwann mal, und die Aktien steigen ins nächste, in den Himmel. Ja, das sehen wir bei Quantencomputer-Aktien, die ja auch ähnliche Umsatzverhältnisse haben teilweise. Und das gleiche hoffe ich mir so ein bisschen von Robotik. Wenn es eben so ein bisschen mehr in die Nachrichten rückt, ja, ein bisschen mehr populärer wird, das Thema, und es kann durchaus auch sein, 2026, dass es hier dann, dass der gesamte Markt für Robotik steigt. Wir haben es ja bei Richtech gesehen, die sind ja schon ganz gut gelaufen. Auch hier so ein kleiner Rücksetzer jetzt. Bin mal gespannt, ob wir diese Unterstützungszone halten bei $4. Das wäre relativ wichtig, aber Richtechs Robotics ist auch ziemlich gut gelaufen. Ich bin da auch fast 100% schon im Plus. Ich halte die Aktie. Wir haben auch hier gleiches Bewertungsniveau. Knapp 700 Millionen, also $630 Millionen. Bei bisschen mehr, eigentlich auch kein Umsatz. Und wenn wir uns mal so die Prognosen anschauen, wann soll denn der Umsatz eigentlich kommen? Das sehen wir jetzt hier bei Richtech gar nicht mal. Bei Surf Robotics sehen wir schon eher. Und ihr seht, also hier selbst $31 Millionen sind bei dem bei der Marktkapitalisierung jetzt nicht so viel. Ja? Also die $100 Millionen Umsatz knacken wir erst 2028. Also da ist schon sehr, sehr viel Zukunft eingepreist. Aber
Ich positioniere mich halt in den Sektor eben, um diesen ersten Hype zu spielen. Ja, ich erst immer so gern, wir haben den ersten Hype, dann kommt so die Ernüchterung, dann sterben viele kleine Firmen, viele Startups und am Ende setzen sich die Starken durch, die sich am Ende den Markt am Ende aufteilen und hier steckt dann schlussendlich die große Performance drin. Und ich bin jetzt hier dabei, ich möchte hier bestmöglich verkaufen und dann schaue ich mir an, wer setzt sich durch und dann steige ich hier irgendwann mal wieder ein. Das haben wir beim Dotcom-Blase so gesehen zum Beispiel und das versuche ich jetzt beim Bereich KI, beim Bereich Robotik, beim Bereich Drohnen. Ja, Drohnen läuft aktuell sehr, sehr gut. Da kommt auch morgen das Drohnenvideo und da würde ich auch sagen, Drohnen, gerade wenn man die Nachrichten verfolgt hier, in Europa ist ja ein sehr, sehr aktuelles Thema, was auch jetzt von der Politik gestützt wird. Ja, die EU will 900 Millionen Euro investieren in moderne Defense. Da ist auch explizit unter anderem Drohnen genannt. Ja, da fließen jetzt nicht 900 Millionen in Drohnen, aber ein signifikanter Betrag. Und deswegen positioniere ich mich da, um eben diesen ersten Hype zu spielen. Und auch hier sind die Bewertungen teilweise noch sehr, sehr klein, günstig, kann man sagen. Und ja, das Video, wie gesagt, am Sonntag, also morgen. So. Genau, Redcat und Paro. Paro finde ich besonders interessant, weil es französisch ist. Ja, ich denke, gerade europäische Drohnen Drohnenaktien werden gut performen. Und Redcat, die haben auch so ein bisschen einen kleinen Rücksetzer gehabt. Können wir uns gerne auch gleich noch anschauen. Beziehungsweise, das nehme ich jetzt kurz mal vorweg, weil wir eben gerade schon drüber gesprochen haben. Bevor ich mir Illumina anschaue und dann natürlich auch Zalando. Die beiden Aktien merke ich mir jetzt vor, aber jetzt gucken wir uns erstmal den Drohnensektor an. So als kleines Sneak Preview für morgen. Ich habe auch eine Drohnenaktie, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennen werdet, ja, auch aus Frankreich. Jetzt gucken wir uns erstmal Redcat an. So, da gefällt mir eine kleine Sache nicht. Ihr seht hier wahrscheinlich schon diese Kerze. Diese Wochenkerze, ja, also wir sind zwar noch im Aufwärtstrend, und solange wir den halten, ist erstmal alles gut. Und selbst wenn es einen Rücksetzer gibt, dann kaufe ich halt eben nach. Also ich trade dann nicht, weil wenn man jetzt hier tradet, dann macht man im Grunde Fehler. Der Markt läuft dann meistens gegen einen, so sind meine Erfahrungen. Also wenn ich jetzt hier rausgehen würde, dann würde die Aktie steigen, würde ich jetzt drin bleiben, fällt die Aktie. Das ist so, ja, das habe ich schon manchmal so erlebt, aber so ist es halt manchmal. Deswegen trade ich nicht unbedingt immer. Und kaufe einfach günstiger nach und so weiter. Ich glaube, ja, Redcat ist top positioniert, man ist im Pentagon, man hat es die NATO-Zulassung, also man ist es in dem Bestellkatalog von der NATO, um es mal so auszudrücken, mit seinen Produkten. Man hat eine Partnerschaft mit Palantir, also man ist richtig gut aufgestellt und deswegen gefällt mir Redcat auch wirklich gut. Wir haben auch hier ein Unternehmen, was 1,2 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung hat und wenn man mal, wie gesagt, ich sage immer Quantum-Beispiel, die haben Marktkapitalisierung jenseits von 5, 6, fast schon 10 Milliarden US-Dollar, also die Aktien können sich eben in so einem Hype auch noch vervielfachen. Das ist eben das, warum ich den Sektor so spannend finde, warum ich mich groß positioniere, breit streue in die einzelnen Aktien. Und ja, Redcat vielleicht auf dem aktuellen Niveau so ein kleines Vorsicht. Aber langfristig wird die Aktie definitiv hier, wenn nicht 2025, dann spätestens 2026 hier dieses Hoch, ja, Zwischenhoch knacken und über die 15 Dollar steigen. So, dann gucken wir uns mal Paro an. Paro also ein bisschen stärker gelitten tatsächlich. Aber ich würde jetzt auch hier sagen, dass wir, ja, so sehen wir es besser. Wir haben natürlich eine ordentliche Performance gehabt. Ja, wenn wir das ausmessen, dann waren das 600% innerhalb von, ja, ein Dreiviertel, ja, knapp ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. 600%, also eine Versiebenfachung, da kann der Aktie auch mal ein bisschen stärker korrigieren. Das heißt, hier in diesem übergeordneten Trend, also in dem hier, da sind wir immer noch drin, ja, der ist immer noch intakt. Wir haben jetzt nur diesen Rücksetzer gehabt, der ist ein bisschen heftiger ausgefallen, gerade wenn man hier oben gekauft hat, so wie ich, so bei 10 Euro. Aber ich glaube auch hier, und deswegen ist, glaube ich, jetzt ein interessanter Zeitpunkt, gerade auch in Paro zu investieren. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber ich glaube, dass die Aktie auch mit nach oben gerissen wird, zusammen mit anderen Aktien, weil eben jetzt politische Interesse reinkommt. Ja, wir sehen eine Drohnenabwehr, also eine Drone Shield, wird auch definitiv noch relevant. Die wird noch
wird noch gut laufen. Die ist ja schon gut gelaufen, die wird immer noch gut laufen. Auch eine Paro meines Erachtens hat gute Chancen, eben was ein französischer Hersteller ist. Die Franzosen sind ja generell da, so wie ich es mitgekriegt habe, schon ein bisschen weiter, muss man so auszudrücken. Man macht Überwachungsdrohnen, Paro, also dementsprechend das, was wir bei den Flughäfen gesehen haben, kann natürlich auch solche Überwachungsdrohnen beschützt werden, dass die Umgebung um den Flughafen scannen, dass eben es gar nicht zu diesen Drohnenaufstiegen kommt. Also das ist durchaus möglich, dass hier auch dann eine Paro mit profitiert. Und die Aktien gehen durch die Decke. Wann? Wenn eben nicht nur groß angekündigt wird, dass die EU investieren will, sondern wenn tatsächlich Nachrichten veröffentlicht werden, dass Aufträge eingehen bei einzelnen Aktien. Und ja, da ist eine Paro sicherlich interessant und auch eine Aktie, die auch extrem interessant ist. Das ist eine Dragonfly, die sieht auch charttechnisch sehr interessant aus. Ja, hier alles ein Zeichen von Stärke. Bin mal gespannt, ob wir nächste Woche hier diese 7,30 Dollar knacken. Das wäre relativ wichtig. Dann gibt es nochmal einen Schub nach oben. Dann könnte man die 10 Dollar sehen. Und was mir eben so gut bei Dragonfly gefällt, also man hat nur eine 36 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Guckt euch mal ein Interview an mit dem CEO, der ist da ultra bullish. Der hat gesagt, der Markt, der wird da explodieren. Und wenn man so McKinsey-Studien und so anschaut, wie groß der Markt wird und allgemein die Nachrichtenlage, dann glaube ich, dass das auch durchaus realistisch ist. Mit so einer Marktkapitalisierung, der Verzehnfachung, sind wir bei 360 Millionen. Ja, das haben andere Aktien mehr als locker. Und deswegen finde ich die Dragonfly so interessant. Und da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen stärker positioniert als es bei der Paro. Ungefähr doppelt so viel. Und ja, und die sind auch schon an der Ukraine, in der Ukraine tätig. Ja. Die NATO spricht ja auch von NATO-Ostwahl, Drohnenwahl und Dragonfly ist da schon. Ja. Die sind da schon an der Ukraine, haben einen Schulungsauftrag und eine Schulungsvereinbarung hier mit dem ukrainischen Innenministerium. Also würde mich nicht wundern, wenn man von der Seite da auch entsprechend Folgeaufträge bekommt und dann geht die Aktie natürlich relativ schnell dann durch die Decke und würde mich wundern, wenn man dann in kurzer Zeit dann auch so die 20 US-Dollar sehen sollten. Aber wie gesagt, ist natürlich mit einem Risiko verbunden, möchte ich an der Stelle ganz klar sagen, aber das ist so der Bereich, den ich aktuell sehr, sehr spannend finde und ich habe ja nun einen sehr, sehr langen Anlagehorizont jenseits von 30 Jahren. Also ich bin jetzt 33 und dementsprechend kann ich mir auch leisten, in so spekulative Aktien zu investieren. Genau, also nur mal so ein bisschen zur Strategie. So, dann gucken wir uns mal die nächsten Aktien an. Ja, Hebel 20. Ich glaube, den Hebel braucht man noch nicht mal bei diesen Aktien. Die gehen so durch die Decke. Gut, schauen wir uns mal Illumina an. Die haben wir jetzt schon ein bisschen länger in der Liste. Finde ich, wie gesagt, auch interessant und vielleicht finde ich die ja auf Watchlist. Illumina macht ja so Gensequenzierung und da habe ich so. Macht ja so Gensequenzierung und das ist, glaube ich, eben ein sehr, sehr spannender Bereich. Da gibt es auch eine Natera zum Beispiel. Da gibt es ja unterschiedliche Formen von Gensequenzierung. Ich bin ja jetzt auch kein Experte, ja, also ich bin im beruflichen Hintergrund bin ich Ingenieur, kein Biowissenschaftler, aber ich glaube eben diese Genanalyse, personalisierte Medizin, dafür braucht man dann eine Gensequenzierung, Gentherapien, das wird noch ein großes Ding. Und dementsprechend sind solche Firmen natürlich interessant. Jetzt rein kurzfristig, wenn ich mir so den Chart anschaue, würde ich mal sagen, okay, Illumina, gutes Risiko, dass wir wieder mal hier die 70 Dollar sehen. Ob die Aktie dann interessant ist, muss man mal gucken. Von dem Bewertungsniveau her muss man, okay, Marktkapitalisierung 14 Milliarden Dollar. Ein Umsatz von knapp 4, stabil, nicht steigend, noch Verlust, beziehungsweise wieder in der Verlustzone. Genau. Aber stabile hohe Bruttomargen, das ist schon mal ein gutes Zeichen, ja, dass das Geschäftsmodell an sich was abwirft. Die Bewertung ist natürlich jetzt relativ gering und die wird auch noch geringer werden, weil die Aktie meines Erachtens noch durchrutscht. Und deswegen wäre ich jetzt da vorsichtig, aber wenn man die Aktie jetzt hier bei den 70 Dollar kriegen könnte, würde ich tatsächlich vielleicht so eine erste Position eröffnen, aber mir auf jeden Fall Cash bereithalten, dass man eben auch dann ja nochmal nachkaufen kann,
Und weil die Aktie dann doch nochmal in tiefere Regionen auch vorstoßen kann, ja, also durchaus in Richtung $50, wenn es ganz schlecht läuft. Ja, also also wenn die $70 nicht halten, da ist charttechnisch relativ wenig Widerstand gewesen in der Vergangenheit und deswegen ist da auch wahrscheinlich kaum Unterstützung. Deswegen ist da das Risiko relativ hoch, dass wir dann auch in $50, aber dann ist die Aktie auch wirklich günstig, vor allem wenn man sich die Zukunft anschaut. Und ja, die Analysten sehen die Aktie im Durchschnitt auch 20% höher. Aber wie gesagt, kurzfristig ist der Trend negativ. Da können die Analysten sagen, was sie wollen. Die Aktie fällt dann erstmal. Und ich werde tatsächlich erstmal kurzfristig an dem unteren Ende der Prognose. Ich würde es sogar noch schlagen. Muss mal ganz kurz lesen. Ja, vielleicht ist Illumina auch ein bisschen deswegen gefallen, ja. Das ist auch so ein Faktor, was, glaube ich, generell die Pharmabranche, Biotech-Branche unten hält in den USA. Diese Willkür, was das angeht, die Politik. Aber politische Börsen haben kurze Beine. Das sind dann meistens immer so extrem gute Kaufgelegenheiten für Illumina. Und wir sehen es auch hier. So ein bisschen eine kleine Delle beim Umsatz, ja, und das Umsatzwachstum soll dann erst quasi 2026, 2027 wieder entsprechend zunehmen, obwohl hier dann auch wieder eine positive, also Gewinne erzielt werden. Ja, Aktie, das ist ein positives Zeichen. Genau, aber wie gesagt, kurzfristig ist die Aktie noch gebeutelt, wahrscheinlich von den politischen Gegebenheiten. Und das ist aber dann meistens auch eine sehr, sehr gute Kaufgelegenheit, wenn man dann hier die Aktie zum Sonderpreis von $70 bekommt, muss man sozusagen. Aber ja, wie gesagt, man braucht hier auf jeden Fall Geduld. Ich denke, ja, das Thema mit diesem neuen modernen Medizin oder neuen modernen Behandlungen, die kommen dann auch erst in den nächsten Jahren. Und dementsprechend traue ich Illumina viel zu, aber man braucht entsprechend Geduld. So, dann kommen wir zur nächsten Aktie. Das ist Zalando. Gucken wir uns mal kurz an. Ich bin tatsächlich kein so großer Fan von Zalando, obwohl die Zahlsäule womöglich erreicht ist. Wir sehen es ja beim Umsatzwachstum, das wieder ein bisschen angesprungen ist. Hier sind die Profitabilität, die Nettogewinnmarge ein bisschen stabilisiert. Ansonsten eigentlich ein relativ stabiles Geschäft. Natürlich auch so ein bisschen konsumgüterabhängig und wir haben natürlich auch hier so die Delle nach Corona gehabt. Ja, davor neues Unternehmen, starkes Wachstum, klar, Corona das alles noch beflügelt. Und jetzt ja, zeigt sich so, wenn ich sagen wahres Gesicht, aber so die Realität bei dem Unternehmen. Aber an sich finde ich es nicht so schlecht. Man hatte Ausweitung der freien Cashflows, ja, hier auch Return on Investment Capital ist auf einem positiven Weg und die Aktie ja, ist durchaus interessant. Die Analysten sehen es auch sehr, sehr positiv. Im 28 Analysten Durchschnitt 48%. Weiter nach oben. Wir sehen auch hier ordentliches Gewinnwachstum die nächsten Jahre. Umsatzwachstum ist auch entsprechend da. Von 10 auf 15 bis 2028. Also schon nicht schlecht. Und ich denke, wenn es so kommt, dann dürfte auch Zalando entsprechend höher stehen. Ja, wie gesagt, eine volatile Aktie würde ich an der Stelle auf jeden Fall erwähnen. Aber solange sich der positive Trend fortsetzt, dürfte die Aktie auch entsprechend dann performen. So, soviel zu Zalando. Dann haben wir das Software Name Check, Fiserv, Corporate Data. Gut, wir fangen auch gleich schon mal an mit Atos. Atos ist ja so ein deutscher Nebenwert-Softwarehersteller. Ich habe die Aktie auch auf der Watchlist. Ist ganz gut zurückgelaufen, muss man sozusagen. Es ist nur die Frage, ob wir jetzt den Boden gefunden haben. Ja, um diesen Abwärtstrend zu brechen, müssten wir über 110 Euro steigen. Es ist noch ein bisschen ein Weg dahin und wenn ich mir den Chart so anschaue, müssen wir erstmal darum kämpfen, dass wir diesen kleinen Durchschnitt, also diesen kleinen Aufwärtstrend, den wir jetzt hier bilden, dass wir den halten. Sollten wir jetzt kurzfristig unter die 103, 104 Dollar so in den Dreh fallen, dann besteht eben eine gute Chance, dass wir hier auch eine Fortsetzung des Abwärtstrends sehen, ja, also darüber hinaus. Oder eben so ein Retest, so einen erneuten Test von dem Tief hier, quasi so als Bestätigung, also wenn wir jetzt hier scheitern sollten mit dem Versuch, den Abwärtstrend zu brechen, dann testen wir diese Marke
Positiv wäre, dass wir hier so einen Doppelboden formen und von dort den Aufwärtstrend wieder einleiten oder es bricht und wir setzen den Abwärtstrend eben fort. Also das sind so die beiden Szenarien. Dementsprechend kann man hier unten bei 100 Euro einsteigen mit dem entsprechenden Stop-Loss. So würde ich es machen. Ich finde die Aktie grundsätzlich interessant, vor allem wenn man mal schaut, wo sie herkommt. Und da waren normalerweise solche Kursrutsche, waren da meistens ein Kauf. Und nur von kurzer Dauer, oder länger manchmal auch, aber grundsätzlich ist es eine Aktie, die ganz gut performt. Wir sehen es ja auch hier am Umsatzwachstum. Es hat jetzt hier eine kleine Delle, aber grundsätzlich wächst das Unternehmen ordentlich. Und jetzt haben wir hier zwar nur noch ein Wachstum von knapp 12%, aber das ist ja an sich jetzt auch nicht so schlecht. Und klar, mit dem Wachstum, was rückläufig ist, kann man dann diese hohen Bewertungsniveaus, kann man dann entsprechend nicht mehr halten. Dann geht die Aktie eben ein Stockwerk tiefer. So ist es halt. Wenn man das aber halten kann, ja, die Wachstumsraten, dann kann man auch wieder sich stabilisieren. Dann läuft der Kurs entsprechend auch langsamer vielleicht weiter nach oben. Sollte ja das Geschäft weiter schlechter werden, dann können wir auch wieder in deutlich tiefere Regionen fallen. Also dementsprechend ist es so ein Make-or-Break-Situation. Ja, die haben im Grunde so eine 50-50-Chance, wo die Aktie hingeht. Die Quartalszahlen bzw. Ausblicke, Nachrichten sind dann immer ausschlaggebend, in welche Richtung es geht. Das muss man dann verfolgen tatsächlich und das so ein bisschen im Blick haben, ob es eine Verbesserung im Geschäft gibt. Und wenn es das gibt, dann kann die Aktie auch nachhaltig hier diesen großen Aufwärtstrend dann weiter fortsetzen. So. Also wie gesagt, ich würde Athos definitiv auf die Watchlist nehmen, eben weil die Aktie so gut performt hat. Und vom KGV sind wir jetzt sicherlich nicht günstig, aber auch nicht extrem teuer. Beim KGV ist genau das gleiche. Wir sind jetzt hier mit einem KGV von 36. Das hatte die Aktie die letzten Jahre eigentlich gar nicht. Und müssen wir mal schauen, inwieweit die Aktie da vielleicht noch günstiger wird. Und wenn sie günstiger wird, ist sie vor allem, wenn man Geduld mitbringt, auch meines Erachtens ein ganz guter Kauf. Vor allem, wenn man so ein bisschen Deutschland mit ins Depot reinbringt. Ja, weniger Währungsrisiken mit US-Dollar, wenn der US-Dollar schwächer wird, etc. Ja, das ist ja dann auch immer aktuell so ein bisschen ein Thema. Nemetschek habe ich im Depot, im Langfristdepot, im Altersvorsorgedepot tatsächlich, weil die Nemetschek-Aktie auch so eine Dauerläufer-Aktie ist. Ja, die man eigentlich kaufen und liegen lassen kann, würde ich fast schon sagen. Jetzt ist die Aktie ziemlich abgeschmiert. Ich weiß gar nicht so, warum. Man hat eine Übernahme gemacht, das habe ich mitgekriegt. Aber ansonsten, ich will nicht sagen, es ist mir egal, aber grundsätzlich ist die Aktie ja bei solchen Rücksätzen nicht wie bei Athos ein Kauf. Und sollte die Aktie weiter fallen, dann würde ich entsprechend natürlich auch nachkaufen, weil ich der Aktie auch noch relativ viel zutraue als Bausoftwarehersteller oder Hersteller sagen, Erzeuger, Verkehrbringer. Würde ich sagen, dass man hier auch noch viel Potenzial hat, weil der Bausektor, so heißt es zumindest immer, ist noch sehr unterdigitalisiert. Und deswegen glaube ich, dass auch eine Nemetschek entsprechend eine glorreiche Zukunft noch vor sich hat. Da können wir auch mal gucken, was die Analysten so sagen. Wir sehen die Aktie auch tendenziell knapp 15% höher auf Einjahresprognose. Ja, es ist so ein bisschen im Mittelfeld, sage ich mal, im neutralen Bereich. Also es kann kann wieder drehen oder kann auch weiter nach unten gehen. Grundsätzlich, das Umsatzwachstum ist da, stetig, stabil. Ja, also da hat sich eigentlich nichts geändert. Die Profitabilität ist gegeben, ja, eigentlich auch relativ stabil. Nettogewinnmarge 20%. Bedingt wo man jetzt hier Panik kriegen muss. Also hier passt es im Grunde, ja, und so ein kleiner Rücksetzer, wie gesagt, wenn man Geduld mitbringt, ist definitiv auch eine Kaufgelegenheit meines Erachtens. So, von der Bewertung her sehen wir, die Aktie kommt natürlich auch von einem sehr hohen Niveau. Klar, wenn dann irgendwann Belastungsfaktoren jeglicher Art hier hinzukommen zur Aktie, dann wird es natürlich auch abverkauft. Aber grundsätzlich sollte die Aktie nochmal günstiger werden, so 10, 20%, dann ist die Aktie auch meines Erachtens moderat bewertet, wo man dann durchaus eine Position etablieren kann. Also Nemetschek finde ich spannend, wie gesagt, gerne wer es beimischen möchte ins Portfolio, um so ein bisschen eben auch, ich sag mal, zu diversifizieren, was Länder angeht.
So, jetzt kommen wir mal zu Fiserv. Habe ich schon mal gehört, aber nicht genau, also mir ist nicht genau bekannt, was sie machen. Provision of Financial Service Technologies. Okay, das sind quasi offers commerce enabling products, service including merchant acquiring, digital commerce und mobile payment service. Okay, die Aktie ziemlich unter die Räder gekommen. Muss gerade mal schauen, ob ich hier irgendwelche Nachrichten finde. Jetzt nicht direkt. Fiserv. Juni. Dann die Stablecoin. Okay. Ja, grundsätzlich, ich kenne die Aktie und hab die Aktie nicht so verfolgt. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, aus welchen Gründen die Aktie so nach unten geprügelt wurde. Aber grundsätzlich, wenn man die Aktie so sieht, dann ist es erstmal ein Warnzeichen. Jetzt haben wir jetzt hier rein charttechnisch zumindest so einen Zwischenboden so bei $128. Der sollte erhalten. Ansonsten geht es natürlich ähnlich wie bei vielen Aktien auch sonst. Nochmal ein deutliches Stockwerk tiefer. Ja, dann könnte man auch noch hier dann rein von der Charttechnik auch von $110 sprechen. Und da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Das ist dann tatsächlich eher so ein Fall vom fallenden Messer. Und solange wir hier keine Zeichen von Stärke sehen im Chart, glaube ich auch, dass wir hier zumindest kurzfristig erstmal nicht mit einer lang anhaltenden Trendwende im Sinne von, dass wir diese Hochs hier oben wieder erreichen sollten. Also das würde meines Erachtens noch dauern. Die Bewertung ist natürlich auch dementsprechend runtergekommen. Wir sehen jetzt hier einen Kauf von 3,4. Das ist, wenn man so die letzten 10 Jahre betrachtet, historisch günstig. Die Aktie kommt aber auch von deutlich geringeren Niveaus. Allerdings war da das Wachstum auch nicht ganz so gegeben und vielleicht waren das auch schlechte Ausblicke oder so, was die Aktie dann so nach unten gejagt hatte. Aber grundsätzlich hat man ja ein Wachstum auf relativ hohem Niveau. Das ist natürlich auch so eine Aktie, die durch Corona profitiert hat. Ja, digitale Lösungen, digitale Finanzlösungen waren natürlich da auch gefragt und dementsprechend ist es vielleicht auch so eine Nachwirkung noch von eine verspätete Nachwirkung von Corona vielleicht. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht schlecht beurteilen, aber rein vom Chart her wäre ich da auf jeden Fall erstmal mit Vorsicht dran, zumal wir jetzt auch hier relativ wenig Zeichen von Stärke sehen könnten. Kann man das dann sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Tageschart, da sollte das halten, wenn wir dann so eine relativ starke Kerze sehen, so 10-15% an einem Tag. Das könnte so ein Trigger sein, wo ich sagen würde, okay, das könnte interessant werden für eine längerfristige Trendwende. Ansonsten glaube ich, dann wäre ich da erstmal noch vorsichtig. So. Gucken wir uns mal Corpay an. Genau das Gleiche. Auch hier eigentlich im Grunde ein Abwärtstrend. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man halt auf den Chart schon schaut und man sieht das bloße Auge sagt eigentlich einem, es geht weiter nach unten, dann steckt irgendwas dahinter. Ja, also der Markt preist ja alle Informationen ein, die er hat. Und dementsprechend muss es da auch irgendwas geben, was eben auch Corpay so ein bisschen nach unten zieht, ja, und auf dem aktuellen Niveau, zumindest kurzfristig, würde ich auch eher sagen, dass wir hier so die $270 anlaufen werden. Gucken wir auf die halten, das ist auch eine relativ wichtige Unterstützungszone, 200-Wochen-Linie ist da und sollte die nicht halten, dann kann es natürlich auch deutlich tiefer gehen, wie gesagt, aber es sieht so ein bisschen danach aus, als würde man gerade hier diesen Abwärtstrend beschleunigen, beziehungsweise gerade erst so richtig etablieren. Deswegen wäre ich da relativ vorsichtig, was das angeht, obwohl die Fundamentalkennzahlen eigentlich für das Unternehmen sprechen tatsächlich. Und wenn man die Aktie dann historisch günstig kaufen kann, also bei einem KUV von 3,8, das wäre jetzt noch ungefähr so ein Kursrutscher von so 20%, sagen wir mal. Also wenn die Aktie noch 20% verliert, dann kann man sie auf die Watchlist packen, weil dann ist sie historisch günstig vom KUV, beim KGV. Kann man uns auch mal gucken. Ja, alles so 20-30% ist dann definitiv eine interessante Kaufregion für die Aktie. Aber da wären wir dann auch so bei Kursen so um die so $240. Also wenn wir die sehen, dann kann man die Aktie mal so ein bisschen weiter nach oben auf der Watchlist packen. So, CETA machen wir noch ganz kurz. Kenne ich auch nicht. Ach, CETA Global Holdings, klar, natürlich kenne ich die.
Ja, finde ich spannend, weil es eben so eine Marketingaktie ist, eine Marketing-Plattform-Aktie, um es mal so zu sagen, die eben auch stark auf KI baut. Und das ist eine Aktie, also jetzt hier habe ich auf meiner Watchlist und die wollte ich eigentlich auch kaufen. Das habe ich sie nicht gekauft, tatsächlich letzte Woche, weil ich andere Aktien gekauft habe. Aber grundsätzlich sieht sie charttechnisch sehr, sehr interessant aus. Und was ich auch gut finde, ist bei der Aktie, dass man jetzt hier, wir haben eine Marktkapitalisierung auch schon ordentlich, ja, also kein kleines Unternehmen, knapp 5 Milliarden. Wir haben auch ordentliche Umsätze, ja, knapp Umsatz von 1 Milliarde Euro. Die Verluste werden immer weniger, das sehen wir auch gleich. Wahrscheinlich dann bei der Nettogewinnmarge, genau. Also hier haben wir auch positive Trends, positive freie Cashflows in der jungen Phase. Auch schon ein gutes Zeichen. KV 5,4, wo wir auch schon von deutlich höheren Niveaus kommen. Und wir haben jetzt ein positives Marktumfeld, alles spricht von KI. Die Geld fließt dann wahrscheinlich auch irgendwann mal in KI, wenn es nicht schon ist. Aber ich glaube, dass wir hier auch, wie gesagt, erst am Anfang stehen. Und ich der Aktie durchaus auch zutraue, ja, vielleicht sogar 2025 diese Niveaus wieder zu erreichen. Deswegen bin ich bei Zeta Global Holdings entsprechend auch bullish und werde die auch relativ bald dann kaufen. Können wir auch ganz kurz gucken, was die Prognosen der Analysten so sagen. Die sehen die Aktie auch 32% im Durchschnitt höher auf der Einjahresprognose, also auch hier Rückendeckung, um es mal so zu sagen, von den Analysten. Und wie gesagt, ja, das Umsatzwachstum 38% beschleunigend, also das ist top. Also hier spricht eigentlich im Grunde alles für die Aktie. Ich sehe da aktuell keine Gründe, warum man die Aktie nicht kaufen sollte. Genau. So, und dann kommen wir zu Celsius. Die läuft auch ganz gut. Der habe ich auch ein Depot, da habe ich die Durchstrecke mitgemacht, da ziemlich 100% im Plus war. Dann 50% im Minus oder so. So ist es halt manchmal, aber jetzt bin ich wieder im Plus. Ich habe günstig hier wieder nachgekauft. Und Celsius profitiert, man hat so ein bisschen die Lagerbestände abgebaut gehabt in der Phase. Paper, sage ich schon, Pepsi hat die Anteile ausgeweitet, was das angeht. Genau, hier springt nach Aufstockung der Beteiligung durch Pepsi. Und ja, das hat die Aktie sicherlich beflügelt. Charttechnisch sieht es gut aus. Ja, wir haben dann Konsolidierung gehabt, aber hier bullische Reaktion von der Unterstützungszone bei um die $50. Aufwärtstrend ist intakt, würde mich nicht wundern, wenn wir in der nächsten Woche auch positiv dann schließen werden, in Richtung $62, $65 laufen und wenn wir Glück haben, dann auch bis 2025 noch vielleicht zum Bereich von ja 70. Anfang 2026 hoffe ich dann wieder $100 dann sehen dürften. Ich glaube, Celsius mit seinen, in Anführungszeichen, gesunden Energy Drinks, die ja zumindest laut Unternehmen als gesund gelabelt sind, die haben eine Berechtigung, also die haben eine interessante Nische und ich glaube, das wird dann auch entsprechend, die Aktie auch noch weiterhin beflügeln, was das Umsatzwachstum angeht. Und auch die Quartalszahlen waren ganz gut. Das gucken wir uns mal an. In den Prognosen sieht man es ein bisschen besser. Das wollte ich eigentlich aufrufen. Genau. Da sehen wir gemeldet, beim Gewinn 21 Cent waren geschätzt, 33 Cent gemeldet, also schon deutlich besser, als die Analysten geschätzt haben. Auch beim Umsatz deutlich besser. Und kann sein, dass dann auch die Umsatzerwartung entsprechend angehoben wird. Und das würde die Aktie natürlich dann auch beflügeln. Und dann wird es mich nicht wundern, wenn wir dann relativ bald dann bei den $100 wieder stehen. Genau, gucken wir uns mal weiter Aktien an. Lithium Americas. Kann ich ganz kurz was dazu sagen, weil da habe ich ein Lithium-Video heute gemacht. Das kommt Montag. Würde ich jetzt kurzfristig nicht kaufen. Das ist ein bisschen übertrieben, der Hype. Die Aktie ist zu stark gestiegen, also da wird es einen deutlichen Rückgang, glaube ich, geben. Aber an sich natürlich eine gute Geschichte, wenn der Staat hier eben mit einsteigt. Ja, das ist echt, gerade wenn man noch nicht in Produktion ist. Also das sollte dann langfristig auch ein positives Signal sein. Dann gucken wir uns Freeport-McMoRan an. Ja, die wurden auch heftig verprügelt. Da gab es natürlich auch einen Grund. Das habe ich auch mitbekommen, kann ich auch gleich sagen. So, Freeport hat ein Minenunglück gehabt. Können wir mal
Genau, gleich sehen wir es auch hier. Nee, das ist es nicht. Aber, genau. Laut indonesischen Bergbauminister wurde der Bergbau bei Freeport für die Suche nach verschütteten Bergleuten eingestellt. Und die Aktie hat dann auch entsprechend schlecht reagiert, weil das Unternehmen gesagt hat, man braucht einige Zeit, um dieses Niveau von der Produktion wieder zu erreichen. Deswegen ist die Aktie hier so ein bisschen kollabiert. Auf dem aktuellen Niveau wäre ich da sicherlich vorsichtig. Ja, bei so negativen Äußerungen vom Management, das kann dann natürlich auch Analystenabstufungen nach sich ziehen. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn das noch ein bisschen tiefer gehen könnte. Das gucken wir uns mal an, was die Bewertungsniveaus sagen. Da sind wir beim Kauf von 2 auch relativ weit oben. Da kann es auch die Fallhöhe noch da, sicherlich. KGV auch. Aber ist ein KGV von 27. Das ist, wenn wir uns so die Historie betrachten, dann schon relativ viel. Und mit so schlechten Nachrichten, dann würde es mich nicht wundern, wenn die Bewertung auch entsprechend wieder abgebaut wird. Weil das natürlich auch entsprechend Auswirkungen auf die Geschäftsberichte haben wird. Ja, deswegen wäre ich bei Freeport erstmal vorsichtig. Dann würde ich, glaube ich, andere Kupferaktien wie eine Southern Copper, die ja generell mein Favorit ist, weil sie ein bisschen bessere Kennzahlen hat, eine bessere Dividende zahlt und auch so ansonsten besser aussieht. Ja, also im Prinzip spiegelbildlich zur Freeport, da würde ich lieber eine Southern Copper nehmen, als jetzt eine Freeport McMoran. So, dann gucken wir uns mal Intel an. Ja, Intel steigt aufgrund von Berichten über mögliche Investitionen oder Partnerschaftsgespräche mit TSMC. Der Start ist, oder überlegt gerade einzusteigen, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das hat die Aktie natürlich auch beflügelt und hat die Aktie aus diesem Korridor hinaus geprügelt. Muss man so sagen, hier bei $26 war die obere Grenze. Jetzt sind wir bei 35, das ist natürlich schon ordentlich. Und Intel hat natürlich weiterhin Probleme, die ändern sich nicht von heute auf morgen. Da ist noch viel Arbeit vor sich und deswegen wird es mich auch nicht wundern, wenn die Aktie hier auch wieder entsprechend in den Bereich von $30 zurückkehrt. Grundsätzlich ist Intel aber, ich würde auch sagen, ja, sicherlich eine interessante Turnaround-Story, aber die braucht wahrscheinlich auch noch Zeit. Und deswegen würde ich sagen, dass man hier bei Intel auch noch entsprechend mit einem Rücksetzer abwarten muss und dann für sehr spekulative, ich würde es als spekulativ tatsächlich betiteln, als Turnaround-Aktie entsprechend hier dann auch ins Depot kaufen kann. Aber da gibt es meines Erachtens aktuell spannendere Unternehmen. So, jetzt gucken wir noch ganz kurz, weil ich den Kommentar leider zu spät gesehen habe. Freeport und dazu Ivanhoe im Vergleich. Ja, machen wir ganz kurz. Habe ich doch auch in meiner Liste. Habe ich tatsächlich nicht. Okay, cool. Dann muss ich gleich mal hinzu. Ivanhoe Mainz. Okay, so. Jetzt, was haben wir da? Okay, das ist dann eher so, ja, so ein kleinerer Player. Ja, grundsätzlich, ich weiß, muss man mal kurz durchlesen. Project. Okay, da steht es in der Beschreibung bei TradingView und ist nicht genau drin, welchen Rohstoff sie fördern, aber wahrscheinlich Kupfer, klar. Grundsätzlich finde ich Kupferprojekte spannend, weil er eben durch die IEA sagt ja 2030 haben wir da einen ordentlichen Gap, was Angebot und Nachfrage angeht. Also wir haben eine deutlich höhere Nachfrage als Angebot und es liegt auch daran, weil in den vergangenen Jahren kaum neue Kupferminen vorangebracht wurden. Und wenn man da jetzt eine Kupfermine hat, die jetzt in Produktion geht, dann dürfte man von den vermutlich steigenden Kupferpreisen auch profitieren. Der Trend sieht ja gut aus, ja, aktuell. Ist die Aktie wieder nach dem Rücksetzer in einem Aufwärtstrend und zumindest charttechnisch finde ich sie sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ansonsten lässt sich schwierig beurteilen. Ja, da muss man natürlich im Detail beim Unternehmen so die Berichte lesen, wie weit ist der Minenbau, wann geht es da in Produktion, gucken wir uns mal die Prognosen an. Ja, Analysten sagen 12% im Durchschnitt. Genau, aber auch hier im Umsatz muss man sagen,
Ja, dauert es noch einige Zeit bis hier, also 2025 doch schon mal einen ordentlichen Umsatzsprung auf 600 Millionen und dann ein stetiges Wachstum, was sicherlich auch ordentlich ist, ja, dementsprechend die Aktie sicherlich auch hier auf dem aktuellen Niveau nach oben. Wenn man jetzt allerdings, mal angucken, 2026 600 Millionen kanadische Dollar Umsatz macht und man hat eine Marktkapitalisierung von 19, dann ist es schon sehr, sehr viel. Ja, ja, bringt mir dann tatsächlich, oder das Chance-Risiko-Verhältnis sehe ich dann tatsächlich eher nicht, ohne jetzt die Insights von einem Unternehmen zu kennen. Das kann es natürlich nochmal anders bewerten, aber an sich, ja, finde ich die Aktie jetzt gerade nicht so interessant. Wie gesagt, da würde ich eine Southern Copper, weil sie eben auch eine gute Dividende zahlt, dann glaube ich eher bevorzugen. Dividendenrendite 2,3% ist schon schlecht, was das angeht. So, sagen, gucken wir uns mal an. Windham Hotels und Resorts. Windham. Ja, Hotels und Resorts, also Touristikbranche. Ich glaube, die leidet aktuell wahrscheinlich so ein bisschen. Vermutlich, weil auch der Konsument, so heißt es richtig, sein Geld so ein bisschen zusammenhält vielleicht. Wir sehen dann nicht ganz so gute Wirtschaftsdaten aus den USA. Und also vereinzelt, ja, nicht alle sind schlecht, aber man sieht so ein bisschen Anzeichen dafür, dass es abkühlen könnte. Und wenn ich mir den Chart hier so anschaue, dann sehen wir hier natürlich diese Erholungsrallye von Corona, dann so eine Normalisierung, um es mal so zu nennen, dann so ein Versuch, wieder einen Aufwärtstrend zu etablieren und dann wieder den Einbruch. Und da wäre ich dann relativ vorsichtig, wo ich sagen, oder würde dann sagen, okay, da sehen wir entweder eine Fortsetzung des Abwärtstrends in tiefere Regionen oder zumindest eher so eine Seitwärtsphase. Also da ist, glaube ich, relativ wenig zu holen, was Windham Hotels und Resorts angeht. Zumindest was den Chart angeht, ja, die Analysten sehen es ein bisschen anders, durchschnittlich 30% nach oben. Die letzten Quartalszahlen waren auch relativ gut, aber ich glaube, ja, ich kenne mich jetzt tatsächlich mit dem Sektor nicht ganz so gut aus. Aber ich glaube, das sind so ein bisschen die Zukunftsängste, die drücken so ein bisschen die Aktien in den Bereich. Ich weiß nicht, da können wir uns so ganz kurz den TUI anschauen, ob die ein bisschen besser performt. Ist immer ganz, ja, die hat ähnliche schlechte Zeichen, ja. Auch hier wird es mich nur nicht wundern, wenn wir hier mit TUI in Richtung 7 Euro sehen. Ich glaube, der Sektor allgemein leidet ein bisschen darunter. Piaggio, kommt einmal gehört, glaube ich, ja. Gebrauchsgüter, Kraftfahrzeuge, lesen, was sie machen. Two-wheel motorcycle vehicles. Scooters, Motorcycles, Mopeds. Ja, ihr seht es ja schon so ein bisschen im Chart. Das ist ein sehr, sehr zyklisches Geschäft. Und das ist ähnlich wie zum Beispiel eine Lufthansa, ja, die ist auch sehr, sehr zyklisch. Solche Aktien kann man aktiv kaufen, wenn sie hier in diese Region kommen, ja, und wenn man so ein bisschen Geduld mitbringt, dann steigen die auch wieder. Ich glaube gerade eben so zweimotorige, also Zweiräder, für die gibt es ja immer einen Markt und natürlich die Frage, inwieweit man auch elektrifiziert, das ist natürlich die Zukunftsfrage. Aber wenn man so ein bisschen antizyklisch handelt, dann würde man die Aktie jetzt so in einem Bereich von 1 Euro, ja, sagen wir mal so 1,70 Euro, 1 Euro, ja, um den Dreh hier, 1,65 Euro kaufen und dann, wenn sie entsprechend hier so in dem Bereich, muss jeder für sich selber entscheiden. Man sieht es ja so ein bisschen am Chart. Wenn sie über 2 Euro steigt, kann man dann überlegen, sie wieder zu verkaufen. Also hier so ein bisschen allgemein, also aktiver handeln und entsprechend auch Gewinne mitnehmen, wenn man sie dann auch, ja, schlussendlich dann auch hat und nicht, ja, ist keine Aktie, die Buy and Hold ist tatsächlich. Da gibt es hier die andere Aktien, aber hier kann man sicherlich auch so seine Gewinne mitnehmen. Können wir es mal ganz kurz einzeichnen, ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier gekauft hätte. Ja, jetzt hier so. Kann man auch so von 30 bis 100% ist da alles möglich, je nachdem, wo man ein- und aussteigt. Also solche Aktien können durchaus interessant sein, aber man muss ja entsprechend auch aktiv handeln. So,
Ja, wie gesagt, schreibt gerne weitere Aktien in die Kommentare. Ansonsten überlege ich mir, was wir gleich so als nächstes noch anschauen können. Wie gesagt, wir haben ja auch einige spannende Sektoren allgemein. Und auch, was ich auch ganz kurz noch, Gold sieht auch wirklich sehr, sehr bullisch aus. Da ist ja immer die Frage, okay, wann gibt es denn endlich mal den Rücksetzer? Aber das kann halt auch wirklich noch dauern, muss nicht muss nicht sofort sein. Nächste Kursziel ist tatsächlich, dass wir mit Glück auch noch die 4.000 Dollar dieses Jahr sehen könnten. Dementsprechend natürlich auch die Aktien weiterhin interessant und vor allem, wenn auch die Quartalszahlen dann kommen, die nächsten, dann Ende Oktober, also auch nicht mehr so weit weg. Das wird sich natürlich dann auch nochmal deutlich zeigen. Also die werden die Analystenschätzungen sicherlich auch übertreiben, das vielleicht auch, aber auch, übertreffen, muss man so zu sagen. Das glaube ich, dass wir hier auch noch von der Seite auf jeden Fall Unterstützung bekommen. Deswegen glaube ich auch, dass selbst wenn Gold fällt, dass die Goldminen oder die Minenaktien sich besser halten werden. Und natürlich sehen wir dann auch in den Phasen dann Dividendenanhebung. Das ist natürlich dann auch was den Kurs stützt, tendenziell. Heißt, ja, Goldminenaktien sollte man definitiv auf dem aktuellen Niveau halten. Gleiches gilt natürlich für Silber, aber es ist hier im Stream auch so besprochen. So, dann können wir mal ganz kurz gucken. Vielleicht so ein bisschen in mein Depot rein. Was ist denn so gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Year to Year schlecht gelaufen. Das ist jetzt so ein bisschen Intuitive Machines. Also auch so, ja, die spekulativeren Titel, wobei ich manche auch erst später dazu gekauft habe, muss ich sagen. Aber da bin ich schon mit ein paar auch im Minus. Aber Year to Year auch ein paar ordentlich im Plus. Ganz besonders Amprius, ja, mit dem bin ich jetzt, der bin ich aber schon länger. Mit denen bin ich, glaube ich, so 400% im Plus. Die habe ich neu gekauft, Paro. Bin ich nicht ein bisschen spät rein, ja, vor kurzem erst, deswegen ist es nicht ganz so relevant. Aber an sich ein paar interessante Titel sicherlich mit dabei. Und dann würde ich auch mal sagen, gucken wir uns noch mal Celsius. Celsius hatte ich schon besprochen gehabt. Sieht aktuell sehr, sehr gut aus. Die Aktie ist definitiv im Aufwärtstrend und würde mich nicht wundern, wenn wir bei Celsius bald die 60 Dollar sehen werden. Kannst da gerne zurückspulen, wenn der Stream vorbei ist, aber wäre jetzt gerade für die anderen, die das schon gesehen haben, das jetzt quasi wiederholen würde. Genau. Union Teamviewer. Ja, das ist ziemlich. So, Teamviewer, muss man. So. Falscher Chart. Auch den Chart mit den Fundamentalkennzahlen. So. Ja, Teamviewer ist so ein bisschen, sieht man so ein bisschen schlecht wegen dem Volumen. Es ist wieder hier so ein bisschen in diesem Korridor gefangen zwischen 77 und 9 Euro. Und ja, die Aktie war da so ein bisschen auf dem Turnaround tatsächlich. Und ja, die Quartalszahlen haben auch in der letzten Zeit so ein bisschen enttäuscht. Das ist auch was die Aktie sicherlich mit nach unten getrieben hat. An sich sehen wir auch ja, leicht nachlassendes Umsatzwachstum, eine schlechter werdende Gewinnmarge. Die freien Cashflows halten sich zumindest, auch die Bruttomarge hält sich zumindest stabil, das ist schon mal ganz gut. Aber ja, da fehlt einfach so ein bisschen, ja, um es mal so salopp zu sagen, der Kick, glaube ich, bei der Aktie. Und die Aktie kann sicherlich interessant werden, wenn wir so die 77 erreichen. Ja, von der Bewertung her sind wir schon allzeit günstig, aber es bedeutet halt nicht, dass die Aktie sofort drehen muss. KGV von 10 ist jetzt auch nicht so teuer tatsächlich. Aber hier fehlen, glaube ich, einfach nur die Impulse, so die wirklich die positiven Nachrichten, die positiven Ausblicke. Wenn wir jetzt Quartalszahlen haben, die immer so leicht enttäuscht haben, dann ist es halt auch nicht so gut für eine Aktie, obwohl die Analysten die Aktie eigentlich 80% höher sehen. Also Teamviewer ist sicherlich ist ein spannender Kandidat, wenn man es schafft, irgendwie noch so, ich weiß nicht, irgendwie, ja, ist ein KI-Verlierer, genau richtig. Also das sehe ich auch. Also, braucht kein Mensch. Ich frag mich auch, wozu braucht man Teamviewer? Wenn es Google Meetings oder so heißt es, oder halt auch Teams, ja, also Teams ist, also
Gibt's irgendjemanden, der nicht Teams nutzt, im Grunde? Und ich glaube, bei TeamViewer ist auch so ein bisschen ähm, im Bereich so von Maschinensteuerung ist man ja auch tätig, ja, aber da fehlt halt eben so dieses Innovative, möchte ich sagen. Und deswegen TeamViewer meines Erachtens auch eine Aktie, die man jetzt nicht unbedingt im Depot haben muss. Es sei denn, man sieht vom Management irgendwie eine klare Strategie, wie man sich ja irgendwas Innovatives machen möchte, um es mal so zu sagen. Aber da bin ich zu wenig mit TeamViewer beschäftigt. So, dann gucken wir uns Western Union auch gleich mal an. Zahlen wir dann auch. Zirkus gucken wir uns gleich mal an. Das ist ja auch eine Aktie, die habe ich auch mal mitgebracht in einem Video. Genau, Zirkus, die hatten ja die positiven Nachrichten, dass sie ja auch was war es nochmal, was die NATO-Zulassung oder war es nur für die Bundeswehr? Ähm, also die haben ja diese Roboterküchen, nenne ich es mal. Können Sie mal ganz kurz anschauen, für die es nicht kennen. Ja, das sind diese Container und man ist eben auch im Bereich von Defense, also Verteidigung, Militär dabei. Und man sagt, man möchte ungefähr so 2000 bis 3000 Einheiten jährlich produzieren. Da ist man auf einem guten Wege, die Produktion jetzt ins Laufen zu bringen. Entsprechend hat die Aktie eigentlich auch positiv reagiert und die Analysten sehen die Aktie auch 140% im Plus, ja. Und wenn wir uns mal so die Umsatzschätzungen anschauen, noch nächstes Jahr ein bisschen gering, aber dann 2027 200 Millionen. Und da ist, glaube ich, auch, wenn man diese 2300 Maschinen ungefähr pro Jahr absetzen kann, dann hat man auch deutlich höhere Einnahmen meines Erachtens. Ich habe das mal so ein bisschen in ChatGPT überschlagen lassen, was es kosten könnte. Und dann kommt man auf Umsätze, die teilweise in den Milliardenbereich gehen. Und da ist eine Marktkapitalisierung von 340 Millionen Euro eigentlich gar nicht mal viel. Es hat die Aktie auch erstmalig, also im ersten Moment positiv reagiert, hat aber die Gewinne wieder abgegeben. Und ich bin da relativ bullish. Und ich glaube, dass die Aktie, also das Produkt ist interessant und wie gesagt, man hat ja auch die Verbindung jetzt zur Bundeswehr und im Bereich Militär. Das heißt, da hat man auch eventuell Aufträge etc. Und man hat anscheinend auch schon Verträge abgeschlossen. Das heißt, man hat auch schon erste Abnehmer. Also grundsätzlich positive Nachrichten und deswegen wundert es mich so ein bisschen, warum die Aktie hier ja so noch nicht so durchstartet so richtig. Aber es ist, glaube ich, Produktion ist angelaufen. Ja, okay, dann muss ich mal recherchieren fürs nächste Mal. Das war ja das, was dieses Unternehmen angekündigt hat, dass sie jetzt bald damit starten wollen und dementsprechend dürfte es dann auch mit entsprechend Auslieferungen dann in den nächsten Quartalszahlen auch womöglich. Ja, da hatten dann noch die Chance, dann die Analystenschätzung auch zu übertreffen, wenn man hier deutlich höheren Umsatz schon generiert. Die Aktie, ich schließe mich den Analystenschätzungen hier an, die wir hier sehen, 140% im Plus. Ja, zwei Analysten sagen das zumindest, aber ich glaube, die Aktie ist auf einem aktuellen Niveau. Ist sicherlich spekulativ, klar, muss man an der Stelle sagen, aber ich traue der Aktie traue der Aktie eigentlich eine ganz gute Zukunft zu. Man hat ein Produkt, das funktioniert, was jetzt quasi in die Skalierung geht, in die Produktion und da ist es die perfekte Gelegenheit, wenn man eine Aktie hier unten kauft und eben nicht hier, wenn sie schon so ein bisschen heiß gelaufen ist. Sagen. So, jetzt gucken wir uns mal Western Union an. Western Union. Ich glaube, Western Union ist halt auch so ein großer Verlierer eigentlich so von Modern Payment. Und das ist ja auch das, was wir hier im Chart sehen. Ein langhaltender Abwärtstrend. Wir sehen die Umsätze, die schon seit längerer Zeit rückläufig sind und die sind auch nicht, mich wüsste jetzt nicht, ich verfolge das Unternehmen allerdings auch nicht, aber mir fällt aktuell nichts ein, was diesen Trend stoppen würde und dementsprechend würde ich auch hier sagen, solange der Trend nicht nachhaltig gebrochen wird, können wir auch nicht von einer Erholung sehen und dementsprechend ist es ein Risiko von einem fallenden Messer, was halt auch noch immer tiefer fallen kann. Die Bruttomargen werden schlechter, Umsatz wird immer weniger. Die Nettogewinnmarge wird sich dann wahrscheinlich auch irgendwann mal nicht mehr halten können. Die freien Cashflows werden schlechter. Also das spricht eigentlich alles gegen ein Investment. Und ich sage es halt immer so, warum muss man jetzt, klar, ich weiß, ich verstehe das, ist es verlockend, manchmal solche, da kann jetzt der Turnaround kommen, aber es gibt so viele andere spannende Aktien und da muss man jetzt nicht in Aktien investieren, die so eine schlechte Performance hier an den Tag legen und so eine Schwäche zeigen.
Da wäre ich dann doch etwas vorsichtig, was Western Union angeht. So, gucken wir uns mal Salma an. Klingt irgendwie nach Lachs. Processing, Trading and Trading of Fish, Shellfish. Okay. Sind es nicht die man auch im Supermarkt kaufen kann, fällt mir gerade ein. Grundsätzlich ist Lachs ja nur ein Markt oder eine Branche, die ja im Wachstum begriffen ist. Also ich habe ja auch Salmon Evolutions im Depot, die ja die Lachszucht an Land revolutionieren und da auch schon eine erste Produktionsstätte haben, die gerade ausbauen, wo die Aktie aber nicht so gut läuft. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, der Fischmarkt einer, der tendenziell eigentlich wächst oder wachsen sollte. Wir sehen es hier aber ein Dämpfer, was ein Umsatzwachstum, also Umsatz ist rückläufig, ja, das ist schon mal nicht gut. Wir sehen auch die Bruttomarge, die schon seit geraumer Zeit schlechter wird. Also es ist auch ein Zeichen dafür, dass hier generell so ein bisschen Margendruck, Konkurrenz auch womöglich in die Branche kommt, ja, worunter das Unternehmen leidet. Darunter leidet dann natürlich auch die Nettogewinnmarge. Und dementsprechend würde ich hier auch erstmal sagen, wäre ich vielleicht noch vorsichtig. Die letzten Quartalszahlen waren zumindest wieder ein bisschen besser. Aber ein Quartal reißt halt eben noch nicht raus, klar. Und deswegen muss man, glaube ich, so ein bisschen auf die nächsten Quartalszahlen noch abwarten, bevor wir davon sprechen können, dass die Aktie womöglich hier ihre Allzeithochs auch wieder erreichen kann. So, Carrefour, französisch, ist natürlich ein defensives Unternehmen, ganz klar, ja. Als Supermarktkette. Geringe Margen. Wir sehen jetzt leider die Finanzdaten nicht. Leider bei manchen Ländern Europas, generell außerhalb der USA, sieht man die Finanzkennzahlen leider nicht. Aber grundsätzlich ist ja natürlich das Supermarkt-Business eins, was hart umkämpft ist, wo die Margen sehr eng sind. Aber grundsätzlich ist Carrefour jetzt an einem Bewertungsniveau angekommen, wo man sagen muss, okay, historisch ist die Aktie extrem günstig. Eigentlich so günstig wie noch nie mit einem Kauf von 0,1. Das heißt, die Aktie tatsächlich hat ganz gute Chancen hier, so einen kleinen Turnaround zu machen. Meines Erachtens ist die Aktie zu günstig. Man hat auch stabile Umsatzgewinnmargen jetzt tatsächlich, zumindest in der letzten Zeit. Und meines Erachtens erschließt es mir nicht ganz, warum die Aktie jetzt hier dann so in einem Abwärtstrend ist. Tatsächlich muss man mal kurz gucken. Die Quartalszahlen im Durchschnitt der Analysten sehen auch 12% plus. Ja, so ein bisschen die Analystenschätzung verfehlt, so die letzten Halbjahre leicht verfehlt. Umsatz. Ja, leichtes Umsatzwachstum, kleine Delle 2028. Ja, auf dem Markt, also hier würde ich sagen, tatsächlich die Bewertung ist das, wo ich sagen würde, okay, eigentlich ist die Aktie viel zu günstig. Gucken wir mal an, Dividendenrendite, okay, krass, ja. Das ist dann tatsächlich auch was, wo ich sagen würde, kann man die Aktie durchaus für ein defensives Portfolio kaufen. Eine Dividendenrendite von 7%, ist natürlich ein Schnapper, sage ich mal, und gerade auch in Kombination mit der niedrigen Bewertung. Das heißt, wenn man jetzt hier mal nur davon annimmt, dass man wieder diese normalen Bewertungsniveaus wieder erreichen könnte, ja, also dass man hier mal einfach so ein bisschen in den Durchschnitt kommt, dann sind es schon 50% Kurs plus 7% Dividendenrendite, die man sich einloggen kann. Ist es eigentlich kein schlechtes Investment, würde ich sagen, gerade wenn man so ein bisschen defensivere Titel mit ins Depot nehmen möchte. Und auch charttechnisch ganz klar hier wichtige Marke. Sollten wir die durchbrechen, dann kann es auch ein bisschen stärker nach oben gehen, zumindest in relativ kurzer Zeit. Und diesen Abwärtstrend hier durchbrechen, das wäre charttechnisch so das positive Signal. Also was wäre das ungefähr für eine Marke? Alles über, sagen wir mal so 16 €. Wäre tatsächlich was, wo ich die Aktie dann auch eigentlich aufgrund des Bewertungsniveaus auch tatsächlich sehen würde. Und sollten wir die 16 € sehen, dann glaube ich, dass die Aktie auch wieder in normale Bewertungsniveaus kommen sollte. Das, was wir besprochen hatten, gerade eben. Und das würde dann entsprechend hier so einen Kurs von um die 20 € entsprechen. Ja. So, das ist so meine Meinung zu Carrefour. Mir gefällt auf jeden Fall die Dividende. Ist natürlich auch nicht zu unterschätzen für Leute, die jetzt unbedingt Cashflow möchten aus ihren Investments.
oder die halt generell ja, einfach auf Dividende stehen, muss man sozusagen. Ja. Natürlich ganz immer unterschiedliche Strategien, die einzelnen, die man da verfolgen kann. Gut, ich fokussiere mich jetzt aktuell noch nicht so auf Dividende, aber das wird meines Erachtens in den nächsten Jahren dann auch immer stärker bei mir in den Fokus rücken, um dann vermehrt, ich sag mal, in so defensivere Titel, die auch viel Wert auf Dividende legen, dann zu investieren. So, dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, an der Stelle schreibt gerne noch weitere Aktien in den Kommentare und dann machen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Ja, dann gucken wir mal, dass wir noch eine Handvoll Aktien besprechen, würde ich sagen, an der Stelle. An der Armour sehe ich da noch. Die haben wir an den letzten Livestreams auch besprochen gehabt und es war immer so ein Fall von fallendem Messer und nee, bloß nicht. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Under Armour, ja, deutlich Gewinnrücksetzer hier in den letzten Jahren, schon lang anhaltend. Entsprechend auch ja, die Profitabilität, die so ein bisschen gelitten hat. Jetzt gucken wir mal, ob die Quartalszahlen, Umsatz ungefähr wie erwartet, Gewinn aber deutlich schlechter. Die Aktie ist gerade so ein bisschen an einem Scheidepunkt im Sinne davon, ob wir hier diese Marke bei 4,60 halten. Sollte das der Fall sein, dann ja, kann es kurzfristig zumindest ein Stückchen nach oben gehen. Also durchaus möglich, dass wir hier diesen oberen Bereich so bei 6 US-Dollar testen. Aber zuerst ist natürlich hier so 20 Wochen kleine Durchschnittslinie im Weg. Also hier ganz klar, die müssen wir durchbrechen. Also da ist noch einiges vor sich für die Aktie. Und da wäre ich vorsichtig. Also da ist natürlich auch immer noch das Risiko, dass man entsprechend auch deutlich tiefer fällt, obwohl die Bewertung natürlich auch schon günstig ist. Aber wir sehen es ja bei Carrefour. Ja, auch hier kann sich die Bewertung oder die Aktien noch mal halbieren, ja, durchaus möglich. Wenn der Umsatz weiter rückläufig ist, dann fällt die Aktie auch definitiv noch weiter und dementsprechend wäre ich da, solange es keine irgendwelche positiven Nachrichten gibt, würde ich sagen, dass man dann hier auch ein bisschen vorsichtig wäre. Beschäftigst du dich auch mit Rohstofffutures? Habe ich in der Vergangenheit, also damit meine ich so bis vor einem Jahr, vermehrt getan, weil ich auch CFDs getradet habe, aber das ist nochmal ein anderes Feld, also mit Hebel getradet habe. Da habe ich auch Rohstoffe mit unter die Lupe genommen. Das habe ich ja auch hier. Meiner Rohstoff-Watchlist habe ich einige. Und das könnt ihr mal zeigen. Also ich habe hier auch verschiedenste Rohstoff-Futures. Auch eben sowas wie Kaffee oder Kakao. Und das ist eben so ein Bereich, so für sich, sage ich mal. Da muss man die Faktoren kennen, die einzelnen Rohstoffe bewegen. Und dann kann man da sicherlich gutes Geld machen. Aber ich kenne mich da halt eben nicht so gut aus. Ich bin da kein Insider und dementsprechend kann ich mich da eigentlich nur an den Chart halten. Aber wenn du da was hast, interessante Chartbilder, können wir uns die gerne anschauen. Dann können wir die auch charttechnisch besprechen. Da kann man bei Rohstoffe tatsächlich auch, ist riskant, aber wenn man weiß, was man tut, kann man da auch ganz gutes Geld machen. Das heißt, mir dazu mal gesagt. Dann gucken wir uns mal Prada an. Ich weiß, Kaffee ist ganz interessant gelaufen. Gucken wir uns gleich mal rein, wenn es keine neuen Aktien gibt. Frontline sehe ich noch, die können wir gleich noch besprechen und dann gucken wir uns vielleicht noch mal ja, wie gesagt, schreib da gerne rein, welche Rohstoffe du gerade aktuell interessant findest. Dann gucke ich die mir gleich an. Prada ist es so, dass wir jetzt hier die Quartalszahlen haben, die ein bisschen schlechter waren als erwartet. Deswegen der Knick. Allerdings, was mir gefällt, diese schnelle und kräftige Erholung. Das ist zumindest mal ein gutes Zeichen. Ja, das, was wir normalerweise sehen, zumindest wenn der Abwärtstrend sich fortsetzt, ist eher so eine Seitwärtsbewegung und dann bricht es weiter durch. Und hier haben wir eher so einen Versuch, nee, die Aktie, die möchte ich kaufen. Also da kommt Kaufinteresse hier rein. Und das ist dann tatsächlich so was, wo ich sagen würde, okay, interessant, gut möglich, dass die Aktie sich, also zumindest nicht tiefer fällt, vielleicht nochmal einen Retest macht, wenn der gleitende Durchschnitt hier ein Widerstand wird. Aber wir sind ja im Wochenchart, wenn der Tageschart hier, wenn der Aufwärtstrend hier hält, also wenn wir die 5-Dollar-Marke, 5-Euro-Marke halten sollten, dann sehe ich da ganz gute Chancen, dass wir hier auch entsprechend höher noch klettern dürften. So, ich muss aber kurz einen anderen Chart aufrufen, bevor ich dann hier. So.
Ja, bei Prada ist auch schon mal eingezeichnet, bei einem KUV von 2 ist die Aktie definitiv interessant. Aktuell haben wir dann noch so ein bisschen Absturzpotenzial, um es mal so zu sagen. Ja, also wenn wir diese Bewertungsniveaus erreichen sollten, dann würde die Aktie entsprechend auch noch mindestens 20% fallen. Also hier wäre ich definitiv vorsichtig, wie gesagt. Kann sein, wenn wir eben diese 5-Euro-Marke halten, dass es weiter nach oben geht. Sollte das nicht der Fall sein, sollte hier die 20-Wochen-Linie bei so 5,30 als Widerstand fungieren und das nicht geschafft werden, dann glaube ich, dass wir hier diese Tiefpunkte nochmal testen sollten. Ja, 4,40 € die Analysten sagen. 34% höher. Ist wahrscheinlich so eine gute Turnaround-Situation. Ich habe sie auch schon auf meiner Turnaround-Watchliste. Das ist hier diese grüne Markierung. Ja, also meine lila Markierung ist so die allgemeine Buy-List. Dann habe ich so eine Turnaround, das ist eben die grüne und da ist die Prada eben auch drauf. Und die rückt für mich ins Interesse, wenn wir hier auch entsprechend dann nochmal die 4,40 € Marke knacken sollten. Da sind wir auch beim KGV von 15. Wir haben ja eigentlich auch ein stabiles Umsatzwachstum. Ich glaube, was hier auch so ein bisschen den Schuh drückt, ist halt auch die Zollthematik gewesen. Und Zusammenhang, genau, deswegen würde ich sagen, dass Prada so ein bisschen spannend ist, aber man muss auf den Turnaround warten und auf die entsprechenden Signale. So, jetzt gucken wir das Frontline gleich an. Zusammenhang KI und Teamviewer verstehe ich nicht. Ja, ich kenne Teamviewer an der Stelle gesagt leider nicht so gut, was sie ist. Ich verfolge die Aktien nicht, weiß nicht, was ich dann finde. Ich glaube halt einfach, dass Teamviewer an sich eine zu starke Konkurrenz hat und ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist das, was ich hier ein bisschen an Teamviewer kritisiere. Und klar, wenn man jetzt irgendwie ein tolles Gadget hätte mit KI oder so kombiniert, dann wäre das was anderes, aber kenne ich mich zu schlecht aus mit Team, was die so vorhaben. So, Mondelez soll Dividende steigern, kann das Unternehmen sich das leisten? So, gucken wir uns mal Mondelez an. Mondelez ist ja einer von diesen großen, ich weiß nicht, ob es 5 sind, ich nenne es mal Big Five, Konsumgüterkonzerne. Und die Frage, ob sie es leisten kann, gucken wir uns mal nicht hier an. 17% zumindest Analysten im Plus, das ist schon mal ganz gut. Dividendenrendite 3,6%. Wir sehen jetzt hier Dividendensteigerung, so ungefähr, haben wir gehabt, 17 Cent. Das sind 15 Cent. Das sind so Dividendensteigerungen, da bewegen wir uns so im Bereich von 10%. Das kann das Unternehmen sich tatsächlich leisten, würde ich an der Stelle sagen. Ja, die Ausschüttungsquote ist 86% und man spricht immer so davon, die sollte nicht über 75% sein, damit sie nachhaltig ist. Ja, selbst wenn sie, das aber nicht so eng sehen, selbst wenn es hier 80% wäre, dann wäre das auch kein Beinbruch. Und wie gesagt, hier ist man im grünen Bereich. Das Unternehmen kann es sich leisten. Das Unternehmen hat die Dividende in den letzten Jahren auch kontinuierlich gesteigert. Die Verschuldung ist zumindest kurzfristig, wir sehen es hier, die Verbindlichkeiten sind ein bisschen höher, aber das, was entscheidend ist, ist eben langfristig. Also da sehe ich eigentlich kein großes oder so große Bedenken. Einzig so ein bisschen, zumindest in den letzten Quartalen hier, die Nettogewinnmarge, die rückläufig ist. Das ist natürlich das, wo ich sage, okay, das sollte sich nicht weiter fortsetzen, dieser Abwärtstrend, weil dann wird es tatsächlich schwierig, dass man die Dividende halten kann. Aber grundsätzlich hat man ja auch hier bei Mondelez, wir sehen es ja auch, durchaus ein bisschen volatilere Phasen, was ein Umsatzwachstum angeht, aber es ist halt ein Konsumgüterkonzern und der kann die Kostensteigerung weitergeben. Das heißt, die Aktien sind oftmals auch Dauerläufer, gerade weil man sich Umsätze dazu kaufen kann und entsprechend sein Business weiter ausweitet und das sind halt defensivere Werte und wie gesagt, ich glaube, die Dividendenerhöhung kann man sich noch leisten, man muss aber die Gewinnentwicklung im Auge behalten und gerade auch die freien Cashflows, dass die weiterhin stabil bleiben und nicht negativ rückläufig, weil dann wird es irgendwann mal eng mit der Dividende und dann wird die Dividende aus der Substanz bezahlt. Das kann ein Unternehmen natürlich auch machen, wenn es kurzfristig nur eine sieht, eine temporäre, dann ist es durchaus normal, dass wir hier auch entsprechend, trotz schlechteren Finanzkennzahlen auch zumindest eine stabile Dividende sehen, aber nicht unbedingt hier
die weitere Dividendensteigerung. So, dann gucken wir uns mal Nestle an. Nestle ist ja auch so, also ich investiere nicht in Nestle, ja, aus ethischen Gründen tatsächlich. Dafür investiere ich in einen Rüstungsaktien. Ja, das ist halt jeder so sein Ding, klar. Wenn man so mal so die Skandale googelt, was Nestle so gemacht hat, dann frage ich mich halt auch wirklich, ob das nötig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich, Nestle hier hat in diesem Abwärtstrend und ja, diese Unterstützungszone hat nicht gehalten und das ist dann immer so, wenn es so einen starken Abwärtstrend hat, dann ist es ein Zeichen von weiterhin Schwäche. Kein gutes Signal auf jeden Fall. Da ist keine Trendwende in Sicht. Was die Quartalszahlen angeht, waren die letzten auch schlecht. Und ja, das ist ähnlich wie bei Carrefour zum Beispiel. Ja, da kann die Bewertung, die ist noch nicht allzeit günstig. Ja, da kann es noch deutlich tiefer gehen. Deswegen wäre ich da bei Nestle auch entsprechend vorsichtig. Also da ist durchaus noch Potenzial nach unten im Sinne von 20%, wenn es weiterhin so schlecht läuft, dass da kein Umsatzwachstum reinkommt bei Nestle. Können wir uns auch hier die Dividende anschauen, die dürfte auch relativ interessant sein. Klar, wenn der Kurs sinkt, dann steigt die Dividendenrendite. Und das ist natürlich die Frage, ob man sich die Dividende leisten kann. Man hält sie jetzt zumindest stabil. Ein ähnliches Bild bei der Verschuldung wie jetzt im Grunde bei Mondelez, obwohl Mondelez ein bisschen im Verhältnis gesehen ist Nestle ein bisschen höher verschuldet, ja, mal so zu sagen, glaube ich. Und es ist ja so ein Dividendenaristokrat, wenn ich mich recht erinnere. Und das möchten die Firmen auch meistens ganz gerne halten. Das heißt, selbst in schlechten Phasen zahlen sie die Dividende dann einfach aus der Substanz weiter. Und deswegen würde ich auch, oder traue ich Nestle auch zu, dass man die Dividendenrendite auch durchaus halten kann. Aber mit dem Kurs glaube ich, dass es weiter nach unten gehen kann. Deswegen nur ein Kandidat für die Watchlist. Und dann kriegt man vielleicht ein bisschen höhere Dividendenrendite weiter unten. So, jetzt denke ich nochmal kurz was und dann besprechen wir Sanofi. First Pacific kenne ich nicht, gucken wir uns mal an. Und dann PayPal auf jeden Fall. So, dann gucken wir uns mal Sanofi an. Die haben ja auch ganz gute Nachrichten gehabt, glaube ich, wegen so einem Medikament, wo sie jetzt, glaube ich, die Zulassung bekommen haben. Muss ich nur den richtigen Physisch. Ja, die Aktien sehen aktuell nicht ganz so gut aus, ja. Also das, wo ich sage, boah, wir sind im Abwärtstrend, ja, wir haben zumindest hier so Kaufsignale mit den Kerzen hier. Aber das ist halt wichtig, dass wir so diese Marke so bei 77 € halten. Sollte es nachhaltig da drunter gehen, dann müssen wir halt, dann geht es nochmal ein kleines Stockwerk tiefer, dann geht es im Bereich so 72, 70 €. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Sanofi auch gar nicht mal so schlechte Karten hat für die Zukunft. Ja, die Analysten sehen die Aktie auch ziemlich positiv, 35% im Plus. Auf der Einjahresbasis Sanofi, wie wahrscheinlich die meisten oder alle Pharmakonzerne, aktuell gedrückt durch die politischen Unruhen in den Bereichen in den USA. Dementsprechend glaube ich auch, dass das zumindest temporär für Sanofi ein Druckfaktor ist. Aber wenn sich das vielleicht auch dann mit den Neuwahlen irgendwann mal in ein paar Jahren hoffentlich in den USA erledigt, dann glaube ich, dass auch der Pharmasektor wieder ein entsprechend hohes Aufholpotenzial hat. Dividendenrendite natürlich schon ordentlich, muss man sagen. Da muss man auch sagen, 5% ist schon top. Dividende wurde auch in den letzten Jahren immer leicht angehoben. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich ein Kandidat für die Watchlist. Aber da darf man jetzt nicht zu viel erwarten von der Aktie, dass die jetzt hier jetzt sofort den hier macht, sondern ich glaube, das wird eher so eine Geschichte sein. Vielleicht nochmal ein Stückchen tiefer, seitwärts. Wenn das Politische weg ist, dann können wir wieder in dem Bereich nach oben gehen. So, jetzt gucken wir uns mal First Pacific an. First Pacific. Oh, ja. Wow, läuft ziemlich gut, ziemlich ordentlich tatsächlich. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Ist sogar gar nicht mal so teuer, also kommt von deutlich höheren Niveaus. Umsatz ist rückläufig, dann muss es wahrscheinlich, also die Daten sind aber so ein bisschen zeitverzögert. Es kann ja auch sein, dass wir hier durch die letzten Quartalszahlen einen positiven Ausblick gekriegt haben und dass wir dann entsprechend, haben wir dann hier gemeldet, dass wir hier einen positiveren Ausblick bekommen haben, dass die Aktie deswegen
Aufwärtstrend ist. Analysten sehen es positiv, 21%, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an. Dividendenrendite ist sicherlich auch gut. Ja, Dividendenrendite, ja, ist auch nachhaltig, also top. Da ist es auch mit 20% Ausschüttungsquote. Das ist halt dann kein Risiko, dass die Dividende gekürzt wird, weil man sie eben gut bezahlen kann. Und ja, an sich, ich weiß es gar nicht, muss nur kurz lesen, was sie genau machen. Investment Management, Holding Company. In Holding Company, wo kommen die her? Hongkong, genau. Okay, ja. Ja, es ist keine schlechte Aktie, ist ein Aufwärtstrend, wie gesagt, Bewertung ist moderat. Weiß nicht, warum die Aktie tatsächlich so gut läuft, obwohl der Umsatz in den letzten Jahren rückläufig ist, aber vielleicht gibt es da, wie gesagt, positive Ausblicke. Aber grundsätzlich, solange der Trend intakt ist, spricht eigentlich nichts dagegen, dass die Aktie hier auch weiter nach oben läuft. Von dem her kann ich da eigentlich nicht mehr dazu sagen, weil ich das gut kenne, aber rein charting sieht es gut aus, von der Bewertung ist es okay. KGV können wir uns mal anschauen. KGV von 5. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Sind ja hier in dem Bereich, da war das Unternehmen schon mal bei KGV von 9, ja, also definitiv noch Luft nach oben. Also an sich jetzt kein so schlechtes Unternehmen. So, gucken wir uns mal PayPal an. PayPal. Ja, die haben wir so ein bisschen immer noch die Probleme. Und bei PayPal habe ich schon im letzten Livestream, glaube ich, gesagt, erwarte ich halt eben das für die nächsten Quartale, dass wir eben noch in diesem Korridor bleiben zwischen 56 und auf der Oberseite so $68. Und das Unternehmen macht einiges, man macht so Strategieänderungen, also dass man mehr aus der Nutzerbasis, man hat ja eine gute Nutzerbasis und da aber mehr rausholt. Und das ist so ein bisschen das, was die PayPal-Aktie so am Boden hält. Klar, man war Corona-Performer, dann hat die Realität zugeschlagen, aber man hat ja an sich noch ein stabiles Umsatzwachstum. Und auch hier wird irgendwann mal der Turnaround kommen. Ich packe es ja auch mal auf meine Turnaround-Watchlist, damit ich die Aktie nicht aus den Augen verliere. Aber zumindest kurzfristig glaube ich, dass es da noch tiefer gehen könnte. Bewertungstechnisch sind wir da schon auf einem relativ guten Boden angelangt. Klar kann die Aktie da auch immer noch mal 10% oder auch 20% kurzfristig noch mal tiefer gehen. Deswegen, wie gesagt, dieser Korridor, den ich angesprochen habe, ich glaube nicht, dass es tiefer als diese $56, $55 geht. Also da kann man dann eine PayPal auch zugreifen. An sich ist es ja ein stabiles Unternehmen, wenn auch die freien Cashflows vielleicht noch ein bisschen besser sein könnten. Aber grundsätzlich kann man hier, wenn man Geduld mitbringt, auch nicht so viel falsch machen. Durchschnittlich 22% auf der Einjahresbasis, ja, sehe ich womöglich auch. Kurzfristig nochmal ein kleiner Dip, aber wenn die Quartalszahlen, wenn es da positiven Äußerungen gibt, glaube ich, dass wir hier auch entsprechend da ganz gute Turnaround-Chancen haben könnten, uns mal so an der Stelle zu sagen. So, an der Stelle kurz erwähnt, eigene Sache, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und ein Abo, das wird mich sehr freuen und den Kanal unterstützen und dann seid ihr auch hoffentlich dann gerne beim nächsten Livestream dabei und dann würde ich sagen, machen wir noch ein oder zwei letzte Aktien. Und dann würde ich sagen, war es heute wieder ein sehr, sehr cooler Stream. Vielen Dank an der Stelle schon mal für die Beteiligung, für die rege Beteiligung. Auch ich habe heute sehr viele interessante Firmen kennengelernt. Auch die zum Beispiel kannte ich vorher nicht. Maschinenbauer Deutschland, muss ich kurz mal lesen, was die machen. Jamle. Oh, Fräsen, okay, das ist so Fräsmaschinen. Grundsätzlich könnte es auch so eine Aktie sein, die durch die Investitionen, durch die Konjunkturinvestitionen hoffentlich hier dann in Deutschland auch profitieren könnte. Jetzt aktuell ist die Aktie noch so ein bisschen in diesem Abwärtstrend gefallen und wir haben halt eben das, also zumindest charttechnisch haben wir diesen Zwischenboden durchbrochen. Das ist schon mal so ein kleines schlechtes Signal. Muss ein bisschen ranzoomen. So, also wir haben hier diese Marke durchbrochen, ja, diese Unterstützung, haben so ein bisschen versucht, sie wieder zu erobern, dann der erneute Rückschlag, also das ist an eben auch so, ja, so ein schlechtes Signal, also beziehungsweise ein Signal dafür, dass der Abwärtstrend weiter fortgesetzt wird. Also hier wäre ich zumindest kurzfristig vorsichtig. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Da haben wir jetzt einen KV von 1,7 ungefähr.
Aber ihr seht, die Aktie war auch schon mal deutlich niedriger, aber ein KUV von 1, muss man sozusagen, hat man die Aktie auch schon mal gesehen vor einigen Jahren. Und klar, unter solchen schlechten, ja, rückläufige Umsätze, klar, dann ist es dann auch teilweise ein Problem, dass dann die Bewertung auch weiterhin abgebaut wird. Dementsprechend ist da durchaus ein Risiko, potenzielles Risiko. Für weitere 36% Kursverlust, zumindest auf KUV-Basis, auf KGV-Basis sieht man es auch schon so ein bisschen. Ja, da ist die Aktie, obwohl die Aktie schon so im Kurs schlecht gelaufen ist die Aktie eigentlich immer noch recht teuer bewertet. Das hat eben das, wenn der Gewinn weniger wird, also die Profitabilität schlechter wird, dann sehen wir eine Ausweitung vom KGV und dementsprechend, um hier wieder in diese günstige Bereiche zu kommen, haben wir auch so, ja, knapp 30%. Und wenn wir das mal projizieren auf den Kurs, um mal zu definieren, okay, wo ist denn die Aktie zumindest bewertungstechnisch günstig und wo ist die Aktie dann auch, wo sind dann vielleicht auch charttechnische interessante Marken? Und wenn wir mal eben diese Zahlen, diese 30% hier eintragen auf den aktuellen Wert, so, sehen wir kommen hier so bei um die 100 Euro raus. Das ist mal so eine Marke, die man dann entsprechend sich dann quasi so auf die Watchlist machen kann, wo man sich markieren kann, wo man sich einen Alarm setzen kann, wo die Aktie dann definitiv günstig ist, ja, auf dem KUV. Klar kann das KGV dann wieder schlechter werden, weil die Gewinne vielleicht weiter schlechter werden, aber grundsätzlich glaube ich, dass man dann hier eine relativ günstige Aktie dann auf jeden Fall hat. So, gucken wir uns mal an Diageo, Chipotle und dann gucken wir mal, wenn dann noch mal Geo. So, Diageo. Ja, Diageo ist schon auf meiner Turnaround-Liste. Die waren auch so ein bisschen, oder ja, haben gelitten durch Zölle, Alkoholzolleinfuhr in die USA. Die haben jetzt hier diese wichtige Marke erreicht. Ja, die habe ich auch schon im letzten Stream, glaube ich, eingezeichnet. Das ist so bei 1000 Euros. So, im Euro-Chart sieht es natürlich so ein bisschen anders aus. Aber grundsätzlich sind wir immer noch tief im Abwärtstrend drin und da gibt es eben noch kein Anzeichen dafür, dass es sich ändert. Bewertungstechnisch haben wir auch noch so ein bisschen Luft nach unten, was so diese historisch günstige Bewertung dann angeht. Ja, also da haben wir dann hier dementsprechend noch mindestens 13% Luft. Wenn wir das gleiche Spiel hier machen, dann wären das auch so Kurse von um den, ja, so 17 Euro. Wir haben jetzt hier bei 16 Euro dann auch eine wichtige, zumindest im Euro-Chart. Das ist ja, deswegen gucke ich ja auch immer den Chart gerne in der Originalwährung an, weil es da eben ein liquiderer Markt ist meist und weil da eben die charttechnischen Marken dann relevanter sind. Aber rein vom Euro-Chart ist hier so die 16-Euro-Marke dann auch gut interessant. Können Sie gerne mal auch im Pence-Chart auch mal angucken. Ja, so 17% da noch eintragen. 15, ja, dann waren wir so bei 1500 Pence. 15 Pound wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie der Umrechnungskurs da ist. Aber grundsätzlich, Diageo ist ja auch so eine Aktie, die wegen Dividenden gefragt ist. Das sehen wir auch hier. War Dividendenrendite 4,4%. Allerdings natürlich, wenn das Geschäft schlechter wird, dann steigt die Ausschüttungsquote. Dann ist die Frage, ob die Dividende gehalten werden kann. Und wir sehen es schon. 80 Pence, Pound Cents, ist schon leicht rückläufig die Dividende und es dürfte natürlich, wenn das Geschäft weiter anhaltend so schlecht bleibt, ja, dass wir umsatzrückläufig sind, dann dürfte das auch weiterhin mit Dividendenkürzungen zu rechnen sein, eben weil es nicht nachhaltig ist, die Dividende. So. So, Frontline hat es leider nicht gelangt. Oh, dann mache ich Frontline auf jeden Fall noch, weil ich es übersehen habe. Tut mir leid. Nee, Frontline mache ich dann noch. Frontline. Ja, Frontline, kurz gesagt, würde ich sagen, sind natürlich die Charterraten wichtig. Die muss man im Blick behalten, das bestimmt den Kurs. Grundsätzlich sieht es zumindest charttechnisch interessant aus. Wir haben jetzt hier diese Widerstandszone durchbrochen gehabt. Aufwärtstrend ist intakt, vielleicht kurzfristig ein kleiner Rücksetzer, aber das Unternehmen ist zumindest stabil, was das angeht, was den Umsatz angeht, die Profitabilität angeht, leicht rückläufig, aber zumindest scheint man hier so ein bisschen den Boden gefunden zu haben. Dividendenrendite 4,7% ist ja auch nicht schlecht, obwohl die Ausschüttungsquote hier relativ hoch ist. Und das ist bei diesen Tankeraktien entsprechend natürlich auch leider der Fall, dass die Dividende sehr, sehr volatil ist. In guten Phasen gibt es sehr, sehr viel Dividende, in schlechten Phasen gibt es dann nichts.
Dementsprechend muss man eben so, ja, die Charterraten, wie gesagt, im Blick behalten, um das dann ja im Blick zu oder die Aktie korrekt zu bewerten. Und da fehlt mir aktuell leider der Überblick, deswegen kann ich nicht sagen, ob es hier weiter nach oben geht oder tendenziell nach unten. Zumindest charttechnisch ist es intakt und solange wir nicht unter die 20 US-Dollar fallen, ist der Trend auch weiterhin noch intakt. So, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank für die rege Beteiligung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich war so ein bisschen erkältet, deswegen hat meine Stimme so ein bisschen nachgelassen an mancher Stelle. Aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass hier so viele Aktienvorschläge kamen. An der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Likes und die Abos. Und dann hoffe ich, dass wir uns natürlich bei den nächsten Videos wiedersehen, die in den nächsten Tagen kommen. Und natürlich auch bei den nächsten Livestreams. Muss man mal überlegen, wann ich den nächsten Livestream mache tatsächlich. Ich werde das am 1. Oktober umziehen. Ich fange auch einen neuen Job an, deswegen kann es ein bisschen stressig werden. Deswegen gibt es da vielleicht nicht so viel Aktivität bei mir. Aber hin und wieder auf jeden Fall mal ein Video, und wenn es reinpasst, natürlich Livestream. Deswegen Abo da lassen und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Und dann hoffe ich, dass wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, alles Gute.